Und damit würde ich sagen, moin Leute, willkommen zu diesem Stream. Was geht, was geht? Heute ist FNCS, das Round 2. Gestern war ja schon FNCS und heute sind dann die nächsten 6 Runden. Habe ich mir einfach immer gedacht, die werde ich heute einfach mal live streamen. Ich bin nicht laut genug. Ich hoffe, ich bin laut genug. Heute ist FNCS. Ich habe circa, gut, 15 Sekunden Delay. Ist aber nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich weiß, man sieht noch gerade kein Bild. Oh, sorry. Hab Benachrichtigungen an. Hat man vielleicht vom Windows Sound gerade gehört? Sehr wahrscheinlich. Also ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß, FNCS ist jetzt erst in 52 Minuten geht das Ganze los. Aber warte ganz kurz. Ja, 15 Sekunden Delay. Habe ich aber drin, weil ich auf einer höheren Bitrate streamen wollte. Hier sieht man unten rechts. Die Audio-Bitrate und die Video-Audio-Bitrate sollte sehr gut sein. Also ich habe die Audio-Bitrate und Video-Bitrate eigentlich so hoch wie es geht. Beides auf 160. YouTube geht nicht höher. Ich werde noch nebenbei meine Pizza essen. Aber nebenbei habe ich mir auch gedacht, wegen dem FNCS, machen wir doch einfach mal ganz einfach einen Tiermaker. Ein Tiermaker mit. Oh, warte mal. Ah, scheiß auf die Werbung. Mit Fortnite Pro Playern. EU. Da werden wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich sogar eine ältere Liste. Da werde ich aber auf jeden Fall mal reingehen. Ja. Das ist eine Liste aus. Na gut, aus Chapter 2 Anfang, ne? Würde ich sagen. Ja, Keachi. Ich hab mal sowas hab ich mal Bock, sowas zu machen jetzt. Boah, ein Retter. Ja, das ist einfach mal ganz einfach machen. Ja, machen Tiermaker bis nachher. Wir haben einmal S, einmal A, einmal B, einmal C und einmal D. Ich werde die Spieler so bewerten, wie ein bisschen wie ich sie fand, aber auch wie gut die waren, was sie erreicht haben und wie konstant die auch mal zwischendurch waren. Mal gucken. Also wir haben direkt einen Aimsans. Ein Deutscher. Ein E-Sportler, den es damals ich pack den jetzt einfach nur dahin. Ja, der schon ein bisschen was erreicht hat, auf jeden Fall. Er hat ja damals sogar in Season 3 oder Season 4 war das, ja sogar schon Cup gespielt mit Amar war das, glaube ich. Das war ja mit Aimsons.
Allein schon deswegen ist er auch eine Legende gewesen, damals safe. Beim Monte-Turnier damals mitgemacht, glaube ich. In Season 4 oder 5. So ungefähr. Ja, danach war er nicht mehr so krass. Er hat noch ein bisschen was geholt, auf jeden Fall. Aber dafür, dass er damals gut abgerissen hat, würde ich ihn erstmal vorübergehend auf A tun. Müsst ihr darüber sprechen, Leute? Cooler Aqua, aka Lootboy Aqua, glaube ich ja jetzt. Immer noch. Ja. Duo World Cup. Wie oft hat der FNCS gewonnen? Zweimal, ne? Hat er zweimal FNCS gewonnen? Ich weiß es nicht. Einmal Trio, einmal Duo, glaube ich ja jetzt schon. Ich weiß es nicht genau. Er hat Duo World Cup gewonnen. Was will man dazu sagen? Gibt es da noch weiter was zu sagen? Ich glaube nicht. Mhm. Unser ehemaliger Fortnite E-Sportler, der jetzt zu Valorant geswitcht ist, Benji Fischi. Und Benji, der hat Duo sowohl auch Solo World Cup beides mitgespielt. Ich glaube, der hat sich für beides gecallt damals. Ich glaube, im Duo World Cup ist er einmal ein bisschen ins Endgame gekommen, auf jeden Fall mit Savage. Und den Solo World Cup, ja, so natürlich war er im Solo World Cup dabei. Der saß da die ganze Zeit neben Savage am Solo und Solo World Cup. Er hat da beides mitgenommen. Hat da einmal FNCS gewonnen? Also ich glaube, ja, Benji hat doch einmal FNCS auch gewonnen, ne? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er off-geplaced. Er ist off-geplaced, definitiv. Das war schon krass. Das MMB auch geil gewesen. Ich weiß gerade nicht, wieso seine History ist gerade... Muss ich gerade echt nachdenken. Ist gerade echt schwer für mich. Fällt mir echt schwer. Sonst habe ich gar keine Ahnung, was er noch geholt hat. Er hatte sein eigenes Fortnite-Turnier noch. Also ich werde ihn auch mit zu S tun, auf jeden Fall. Ist auch einer der Legenden so. Also, come on. Shepix. Den gab es jetzt bis vor ein paar Seasons auch noch, ne? Oder gibt es den immer noch? Ja, Shepix gibt es schon lange, auf jeden Fall. Den gibt es auch schon seit Season 9, glaube ich. Ich glaube, der hat auch World Cup auch sogar mitgespielt. Ich weiß es nicht. War das nicht sogar das Duo Shepix Stormy Ride? Weiß es nicht. Hi, hallo Bongo, was geht, Bruder? Wir bewerten hier gerade Fortnite Pro Player und gucken uns gleich das FNCS live an. Die Finals sind heute. Ja. Shepix sonst aber... Er war oft dabei, ne? Der war oft im FNCS, glaube ich, mal dabei. Immer. Ich glaube, irgendein World Cup war auch dabei. Ich weiß es nicht. Ich tue den jetzt einfach mal auf... zu Aim Suns. Keine Ahnung, wer das ist. Da kann ich nichts mit anfangen, leider. No front jetzt. Robux. Wird Robux sein. Meine ich. War ein paar Mal dabei. war auch mal dabei, ne? Der war auch mal dabei. Nee. Bruder. Wieso sollte ich Selbstgespräche machen? Du weißt doch, ich spreche für den Stream. Weißt du? Digga, wenn man vorm Stream redet, dann redet man so gesehen immer Selbstgespräche, Digga. Wer ist King? Du weißt ganz genau, wer King ist, hä? King ist gar nicht... nee, King ist ja nicht dabei. Ich bin der King, hä? Also es ist MQ. Habe ich keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht bewerten, leider.
MSF Endredder. War ein paar Mal dabei gewesen damals, danach aber so gar nicht mehr. Und der ist gar nicht mehr geplaced. Ensa. Ich meinte, wo ist King? Das ist eine Europa-Liste. King ist, ich glaube, King ist Ozeanien. Brasilien oder so ist er. Oder NAIs, keine Ahnung. Also King ist ja auf jeden Fall nicht in der Liste dabei, weil es nur Europa ist. Aber King ist auf jeden Fall krass. King ist halt der King, ne? Ja, Ensa, der ist doch nie geplaced, Digga. Hab Ensa nie im FCS oder so gesehen. Packe ich aber neben Robabs, weiß ich gerade nicht. Aber Ensa, das ist so eine All-Time-Legende. Ich glaube, wir packen doch neben Hendritter. Wer ist das? Erk. YouTube kenne ich nicht. Braindead Kira. Weiß ich, kenne ich die History nicht. Fast Rookie. Hat er nicht sogar gestern im FNCS abgeliefert? Mongral? Hä, Mongral ist doch hier, Bruder. Mongral ist hier. Die lebende Legende. Was? Die haben Schweins mit eingegangen. Die haben... Hä, wieso gibt es zweimal Mongral? Hä? Es gibt zweimal Mongral? Hä? Ja, nee, hä? Seid ihr dumm? Es gibt einfach Trimix. Fast Roki. Kann ich auch mal wegtun, kenne ich auch nicht. War schon. Oh, Alter. Paar Mal FNCS dabei. Ist gut geplaced. Tun wir einfach mal dahin. Wer ist denn das? Fire? Kenne ich nicht, Digga. Kenne ich nicht. Wer ist das, Digga? Fällt mir nicht zum Gesicht ein. Keine Ahnung, wer das sein soll, Digga. M10-Spieler? Kenne ich nur ganz wenige. Ist das vielleicht Motor? Ich habe keine Ahnung. Frey. Gibt's da eine Widerrede? Mein Freund hat ihn damals auf Keyboard Mongol Classic, ne? Neben Wandial. Aso? Keine Ahnung, wer ist Aso? Ja, das hier ist Isa und Kamo, Digga, die Legenden. Frey. Tun wir mal rein, neben Robabs, der war schon ein paar Mal dabei eigentlich. Hami war der konsistenteste Spieler, also der konstanteste Player in den Qualifiers damals für den World Cup Duo. Danach, ja, war er eigentlich nicht mehr oft dabei. Der war eigentlich gar nicht mehr oft dabei. Sich nirgendwo gecallt oder so. Hat manchmal Cash Cups so ein bisschen was mitgenommen. Aber sonst halt auch neben Frey so, ne? Aber dafür ist es eigentlich nur All-Time-Legende ist, dann neben Ensa eigentlich. Isa und Kamo, die müssen wir beide gleich bewerten. Isa war im World Cup dabei, Kamo nicht. Kamo fand ich eigentlich ist der bessere Spieler, hat auch mehr Earnings, aber Isa war halt World Cup dabei. Ja, die haben beide immer gleich gut im Duo gespielt, weil das ist ein Duo gewesen. Deswegen eigentlich recht leicht zu bewerten. Kamo hat damals dieses eine richtig krasse Turnier gewonnen, dieses Summer Skirmish war das. Glaube ich, das hat er ja gewonnen. Und Isa war im World Cup dabei. Wird tatsächlich Kamo, werde ich auf A tun. Und Isa eigentlich auch, aber Isa so ein bisschen weiter runter noch. Oh, Vardial. Redeal. Hat 8 FNCS mitgespielt und nie eins gewonnen. Heute soll der Fluch beendet werden, hat er gesagt. Hat er nicht gesagt, aber soll er. Gestern war er schon Erster. Mal gucken, was daraus wird. Aber sonst war so... Na gut, er war halt immer FNCS dabei. Davor hat er aber noch nie was abgerückt. Der paar Cash Cups, glaube ich, schon gewonnen.
Der kommt einfach mal auf A. Kamu. Achso, das ist Fokus Karma. Was geht, Hamza, Bro? Was geht? Nicht wundern, ich habe 15 Sekunden Delay, weil ich wollte eine bessere Bitrate haben, dass das Stream besser aussieht. Aber Fokus Karma. Ja gut. Halt das gleiche wie Frey eigentlich. Na, eigentlich sogar Hami. Weil er kam halt öfter ins FNCS noch. Jetzt wird ja auch nicht viel, Bruder. Nachher ein bisschen FNCS schauen, so von 19 bis 22 Uhr. Vielleicht dann nur noch NRIs, dann geht das nochmal bis 2 Uhr nachts irgendwann. Wer ist das, Digga? Artu. Kann ich nichts mit anfangen. Kia Yatsche. E-Sports-Vertrag. Ist damals ultra gut geplaced. Ab Season 3 Chapter 2 glaube ich gar nicht mehr. Oder ab Season 4. Damals ist er relativ gut geplaced. Und deswegen kommt er auch hier hin. Kylie. Ja, eigentlich genau das gleiche bei ihnen. Ist halt echt genau das gleiche. Leggy war Solo World Cup mit dabei. Ja, er war Solo World Cup dabei, Duo nicht. Oder war. Ne, Duo war er nicht dabei. Er war Solo World Cup halt dabei. War ein paar Mal im FNCS, aber. Muss sagen, halt für Controller, weil er auf Controller spielt, das ist schon krass, Alter. Also, Leggy ist oder so eigentlich der beste Controller-Spieler, den es gibt, deswegen tun wir den einfach auf S. Keine Ahnung, wer das sein soll. Maestro. Der von Amar gecoacht wurde und deswegen ins Solo FNCS damals gekommen ist, Season 2 Chapter 2. Hab's live gesehen. Ja, gerade so tatsächlich. Um einen Platz. Wäre er einen Platz runter gewesen, dann hätte er es nicht geschafft. Und sonst so eigentlich nie wirklich geplaced. Er war halt einmal FNCS dabei, ne? Kommt auch hier so hin bei W. Face Matos. Den habe ich noch nie in einem FNCS oder so gesehen oder noch nicht wirklich in Cash Cups. Dafür die größte Arena-Legende damals von Chapter 2. Der hat ultra krasse Dinger rausgehauen in der Arena. Kommt auch auf A. Also ich glaube, er war schon definitiv ein paar Mal im Turnier dabei, ist aber nicht wirklich geplaced. Mongral Solo World Cup dabei gewesen. Ultra geiles, hat ultra geile Kills gemacht, die eine Runde am Ende. Er Buga und so alle gekillt. War übelst geil, dieses Gameplay. Was hat er noch gemacht? Er hat sich die Qualifiers, der hat auch irgendwie am Ende, in den letzten 2 Zones, 5, 6 Kills gemacht. In den besten Servern der EU, mein Gott, so, ne? In den Qualifiers. Für den Solo World Cup. Duo World Cup hatte auch eine echt geile Szene noch in Tilted, Neo Tilted. Gegen, wer war das? Ich habe keine Ahnung mehr, wie die heißen. Der hat auf jeden Fall L-Dance, wollte er raushauen. Und dann hat er Karma gekriegt und hat den Mongral mit Nitro geholt. Mongral ist oder so. Oh, Alter. Ich verschluck mich beim Pizza essen. Eine Legende, war da auch damals bei den Trimix-Turnieren dabei bei Kill dich reich. Ja, Kill dich reich. Er hat das erste Trio FNCS gewonnen, also das erste. Ja, das war das erste Trio FNCS, ne? Season 4 Chapter 2. Und deswegen ist er definitiv hier auf der Liste. Trimax. Da wollen wir nicht drüber reden, ist der beste Spieler der Welt, Digga. Wer ist das, Digga? Keine Ahnung, wer das sein soll. Nyrox hat den Duo World Cup gewonnen und ich habe ihn nie wieder gesehen. Und vorher auch nicht. Ich habe ihn nie gesehen. Wer ist das? Wäre beim Duo World Cup nicht dabei gewesen. Ihn würde kein Mensch kennen. Ihn würde keiner kennen. Er kommt für mich auf A. Er hat zwar den Duo World Cup gewonnen, aber er hat nie sonst was gemacht. Das ist das Einzige, was er gemacht hat. Weil er auch von Aqua gecarried worden ist.
Keine Ahnung, wer das wieder ist, Digga. Wer ist das? Ah, das ist cooler Novat, ne? Naja, das ist cooler Novat. War damals ein paar Mal dabei. Nee, der World Cup war er nicht dabei, glaube ich. Oder doch, es kann gewesen sein, dass er dabei war. Weiß ich nicht. Aber er kommt auch so. Er spielt jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, hat aufgehört. Aber als er gespielt hat, war er immer echt gut dabei. Und deswegen kommt er für mich auf A. Keine Ahnung, wer das wieder ist, Digga. Zu dem Gesicht fällt mir auch gar nichts ein. Nee, tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Kenne ich die History nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer das ist. Robnik. Die Legende. War damals bei dem Lost Clan. Wurde da von Trimix und Revi aufgenommen in den Lost Clan. Hat damals schon ein bisschen geplaced, glaube ich. Hat auch zwischendurch ein bisschen mal geplaced. Ich glaube, ein paar Mal Earnings mitgeholt. Würde ich auch hier hin tun. Rojo kenne ich die History nicht, sorry. Mr. Savage spielt bis heute noch. Ist von Mitro Mongral, Benji Fischi und halt Mr. Savage der einzige, der noch wirklich richtig spielt. Ist jetzt heute auch bei dem FNCS wieder dabei. Er hat sich, glaube ich, er hat sich bisher immer gecallt, ne, für das FNCS. Er war beim Duo und Solo World Cup dabei. Kennt man auch schon seit Season 6, Season 5. Mr. Savage, auch einfach die Legende, müssen wir einfach links dem Benji tun. Keine Ahnung, wer das ist. Scouts? Ist das Scouts? Kenne ich die History von nicht. Storm, das ist nee, das ist Skite. Das ist Skite. Lee Stream Skite. Hat den Solo World Cup mitgespielt, das ist das Einzige, was ich weiß von ihm. Hat einen Win sogar geholt im Solo World Cup und hat ein paar Earnings mitgenommen. Ich glaube, das ist dann gut. War das 500.000 so ungefähr? 500.000? Ich weiß nicht, ob er da so krass dabei war. Kommt für mich auch auf A, weil es ist einer der krassesten Spieler. Ja, Stompson. M10 Zombie. War das M10 damals, wo er gespielt hat? Ich weiß es nicht jetzt genau, ich glaube schon. Ja, Legende. War eigentlich der beste Qualifier für den Solo World Cup. Hat der World Cup gespielt? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall der beste Qualifier im Solo World Cup, sowie Dubs aus NA East, meine ich jetzt. Wenn er damals bei krassest gewesen in den Qualifiers. Und sonst Thompson hat danach, glaube ich, ein paar Mal FNCS mitgespielt. Stimmt, der hat bis vor ein paar Seasons oder ein letztes Season auch noch das FNCS auch noch mitgespielt. Und ist richtig gut geplaced. Immer noch. Und er hat damals in Season 4 und Season 5, Season 6 kannte man ihn halt auch schon, ne? Mit so ein paar Turnieren, glaube ich. Ja, deswegen auch eigentlich einer der krassesten. Müssen wir einfach gegen neben Aqua sogar tun. Weil, ich glaube, die haben auch mal Trio gespielt. Schinken, Aqua und Stompy, meine ich. Kenne ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen. Wer ist das? Ah, ist ein irgendeiner Landesspieler, Digga. Hey, kenne ich auch. Fällt mir nicht so ein, kenne ich nicht, glaube ich. Das Gesicht kenne ich leider auch nicht. Schinken. Schinken, genau das gleiche wie bei Stompy eigentlich. Nur, dass er heutzutage gar nicht mehr spielt seit Season 2, Chapter 2, glaube ich. Deswegen kommt er halt leider einen runter, muss ich sagen. Metro. Liquid Metro. Die Legende. Duo World Cup mitgespielt. Solo? Nein, glaube ich nicht. Beim Duo World Cup hat er eine. Beim Duo World Cup hat Metro eine richtig geile Szene rausgehauen. Er hat. Also es gab ja einen beim Duo World Cup, der hat gehackt. Vorher. Und dann durfte er aber trotzdem den World Cup mitspielen. Er war 2 Wochen oder so gebannt. Mito hat ihn einfach Headshot sniped im Duo World Cup und dann hat das ganze Stadion angefangen, ihn auszubuhen. Also den Hacker natürlich, nicht Mitro. Und der Hacker, das war der Mate von Stable Ronaldo. Ich glaube, Stable Ronaldo wurde selber ein Jahr gebannt. Ich glaube auch für Hacking.
Für als für Cheating. Digga. Ja, gut. Ja, das Spieler war Sif. Sif war der Hacker. XXIF. Falls man jetzt die Rechtschreibung denkt, das würde mit SIF geschrieben, aber ja. Sif war das damals, der gehackt hat. Und Mitro hat einen Headshot sniped. Auch generell Mitro ist auch schon länger bekannt. Er hat, Digga, what the fuck, er hat doch die Stark Industries Season mit Tyson und Mongral gespielt und hat das FNCS gewonnen. Also ist auch einer der krassesten Spieler. Müssen wir eigentlich neben Mongral packen. Tun wir auch. Warte mal, hä, wir haben zweimal Verdial. Wer ist das denn? Hä? Ah, das ist doch ein Wave-Spieler. Wer ist das dann? Ist das nicht Verdials Profilbild? Ist das nicht Vadials Profilbild? Ist doch das von Vadial, Digga. Scheiß auf, tun wir einfach raus und dann hauen wir einfach Vadial dahin. Ich habe ja schon meine Dings zu ihm gegeben. Godsend Wakey kennt man schon lange, seit Season 4, Chapter 1 natürlich, also Season 4 damals. Einer der krassesten Schweden gewesen, einer der krassesten Europäer. Wird heute noch Fortnite gespielt. Ich spiele heute nachher Fortnite, circa vielleicht um 0 Uhr, 23 Uhr, 22 Uhr noch. Jetzt gleich wird erstmal Fortnite FNCS geschaut, mein Junge. Das geht 3 Stunden von 19 bis 22 Uhr. Und da weiß ich nicht, ob ich noch NAIs gucke. Das heißt, in NAIs auf den anderen Server, wo Booker und so spielt, gucke ich eventuell auch noch. Ich weiß es nicht. Godsend Wakey spielt heutzutage nicht mehr. Hat Anfang Chapter 2 aber noch eingeplaced. Deswegen würde ich einfach ganz ehrlich sagen, kommt auch hier hin. Hat ja auch, glaube ich, Solo oder Duo World Cup mitgespielt. Vielleicht noch beides, ich weiß es nicht. Ja. Fällt mir nicht so ein. Ja, wir haben den letzten Spieler. Die anderen, die kenne ich alle nicht oder kenne ich die History von nicht. Godsend Snappy. Beide Godsend, ja gut. Snappy. Hat auf jeden Fall ein paar Turniere reingeplaced. Er hat auf jeden Fall ein paar mehr FNCS, glaube ich, mitgespielt. Ist aber, finde ich, überhaupt nicht so krass wie Wakey. Ich pack den hier hin. Ja, damit haben wir es. Tribex ist natürlich der beste Spieler. Und Mongral, Mitro, Aqua, Stompy, Mr. Savage, Benji und Leggy sind meiner Meinung nach anscheinend die krassesten Spieler. Ja. So lobe ich mir das, Digga. Genauso lobe ich mir das. Hat man die Musik eigentlich gut im Hintergrund? Ich weiß es gar nicht. Also sie sollte ein bisschen leise im Hintergrund sein. Kann sie auch ein bisschen lauter stehen. Mhm. Wie es früher war. Okay. Jo, habe ich wieder so gemacht. Kein Ding. Ja. Wir haben noch eine halbe Stunde. Holy shit. Eine halbe Stunde noch.
Ich hoffe, es gibt sowas. Fortnite Pro Player Quiz. Bei The Top Beans Versal. Ja, nerv mich doch nicht, hä? Hä? Play Quiz, warte mal. Hä? Was ist das denn, Digga? Hä, was muss ich jetzt machen? Ach so! Oh! Ah, das ist eine History. Oh, perfekt, kommen wir wieder später in den Stream. Jo, auch rein. This won the World Cup 2019. Uga. Und jetzt? Hä, schreib dich. Ah, jetzt. Banned for life. Jarvis. Ja, Jarvis. Ja. Controller Player. Mongral. Die good in Solo Cup and Duos. Also Resist. Ach du Kacke. Did good in Solo World Cup and Duos. Oh. Also Rassist. Oh, er ist ein Rassist? Nein. Papier ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Buga. Das ist Diakon. Wie wird der geschrieben? Diakon, ne? Diakon. Wie wird der geschrieben? Buga, das ist Dings, das ist Diakon. Wie wird er geschrieben, Digga? Lass mich ganz kurz auf Twitch gucken. Ist doch der, oder? Ach du Scheiße. 4,2 Millionen muss ich reinfolgen. Sorry, Digga. Sorry. Daequan. Achso, Daequan. Oh. Daequan. Ja, genau, Daequan. MVP. You told I won't give you more hints. Keine Ahnung. Best player in Fortnite Season 2 and 3 maybe. Glasses, what? Best player in Fortnite Season 2 and 3? Da fällt mir nur Moral ein, sorry, aber da fällt mir nur Moral ein. Glasses? Ne, keine Ahnung. Did like a controller decided you watch players is good early days. Oh. Nee. Sif ist auch nicht dabei, schade. Actual God, this guy is the real goat. Ninja? Ja! Ja, stimmt, dieser eine Clip, Digga. Nee, keine Ahnung, Bro. Hä? Nee. Nee, auch nicht, hä? Keine Ahnung, Digga. Ich hab keinen Plan. Mir fällt nichts ein. Ja, egal. Wir machen anderes.
Okay. Oh, Alter. Ich wollte herausfinden, was ich für ein Fortnite-Spieler bin. Okay, let's go. Ali Myth Kabini was one of the very first Fortnite streamers. How many years old? 19, glaube ich, ne? Ja, 19. Fortnite is a video game of which year? Fortnite strip has so many different games. Currently, Fortnite distribute has of many different games. Das habe ich jetzt gerade nicht kapiert. Egal. Fortnite began from an internal game jam at. Ja, hä? Wird schon sagen. Fortnite began from an international jam following the publication jazz of what around 2011. Ja Leute, seit 2011 gibt's Fortnite. Seit 11 Jahren. Vor 11 Jahren wurde es angefangen zu entwickeln, aber halt nur RDW. Bis 2017, dann kam auch irgendwann, wurde auch irgendwann Battle Royale in 2017 entwickelt und dann ist es auch später direkt rausgekommen. The Save the World mode achieved over 1 million plays by what year? Save the World mode achieved, so what hier? Also die Alpha war halt in 2014, ne, und das Game kam halt 2017 raus. Also Save the World achieved over. Ja, 2017, weil 2014 war ja nur Alpha, Digga, da waren ja nicht so krass wie dabei. Ja, GG, Digga, GG. Wo wir noch ganz kurz waren? Nee, wir waren aber noch ganz kurz. Ich hab gar keinen Bock, noch irgendwas anderes zu machen. Ich esse meine Pizza jetzt noch entspannt. Ne, wir gucken schon mal, wann Fortnite anfängt zu livestreamen. Oha, hat schon angefangen. For the best loadout for the fragger is like 2 weapons and 3 healings. It's like, it depends. Mhm. Wir lassen die Musik noch ein bisschen laufen. Hier ist auch ein kleiner Puffer drin, das ist wichtig. Wenn man streamt und so. Das hier, die muss immer ein Puffer drin sein bei der Auslastung, immer. Wenn man das sieht. Ich weiß es nicht, sieht man das? Ja, hier muss immer ein Puffer drin sein. Hier sind jetzt 73 bis 74% Auslastung. Das ist der Grafikkarte immer ca. 10% Auslastungspuffer. Das ist ganz wichtig. Dann ist die irgendwann auf 100 und ab 100 wisst ihr nicht mehr, wie weit die noch geht. Dann geht die gerade ultra hoch und dann stürzt die Grafikkarte einfach ab. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Mhm.
Wir gucken noch einmal mein Pferd. Also mein Favorit. Einmal mein Favorit. Mein Favoritenteam, was ich am meisten mag, kann man sagen. Und einmal mein Pferd. Obwohl, Digga, ist ja einfach nur mein Pferd. Oder? Warte mal. Den haben wir doch gerade eingerankt. Ich wusste gar nicht, dass er dabei ist. Der spielt mit Tyson und ist 5. gerade. Oh. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich war vor 2 Tagen oder 3 Tagen in der Arena-Runde mit Malibuka. Das war die Trio-Runde. Morgens irgendwie um 6. Einfach GXR Malibuka. Das ist schon geil, wenn man mit so einem in der Runde ist, ne, der so ultra krasser E-Sportler ist. Hi, was geht, Nilio? Also mein Pferd, was heute gewinnen muss. Was ich mag und wofür ich halt bin. Ich gönne zwar Varial, aber ich glaube, na, mit Teak ist halt nicht dabei, ne? Ja, Seti Kami sind 2 dabei, aber nee, Digga. Frey ist dabei? Ich habe vorhin Frey ultra schlecht eingerankt. Und was verpasst? Nee, FNCS geht erst in 20 Minuten los. Boah, really reason, ey. Ja, ich wusste nicht, dass er dabei ist, ne? Aber es war doch free zu callen, ne? Also, come on. Aber ja, auch dabei, krass, okay. Stormy Wright ist letzter, der hat damals schon Solo gespielt. Oder Duo. Oh, Savage. Also ich habe so einen, den ich mag, das ist das Duo, das ist Hen und Savage. Wo ich aber das Pferd draufsetze, ist Varial und Jannis. War es Rocky mit Kylie, hä? Ich wusste nicht, dass Kylie dabei ist, hä? Ich habe doch gerade eben noch die Leute alle gerankt. Ah, danke dafür. Das ist each, also jeder bekommt 150.000 von den ersten beiden. Ja. Die The X of Champion 2.0. Digga, Hen und Savage, die müssen heute ein bisschen abreißen. GXR Queasy, Bro. Nur bei Kylie I20. Ja, stimmt, die Szene habe ich gestern live auch gesehen. Geiler Kill. Ja, das war krass, Digga. Ja, als Malibuka das 2x1 rausgebracht hat, das ist ja krass, Alter. Malibuka hat ein Endgame
2 gegen 1 gewonnen. Und dann einfach gewonnen, Digga. War krass. Ja, noch 10 Minuten, Digga, lohnt gar nicht. Mhm. Machst du damit? Normal, Digga. Wieso sollte ich da nicht mitmachen, hä? Ich gewinne heute 150.000 Dollar, hä? Normal. Digga, so gut bin ich nicht. So gut bin ich leider nicht. Noch nicht, keine Ahnung, Bro. Das ist ein Traum für mich, eigentlich so gut zu werden. Digga, ich spiele die besten Spieler der EU mit. Auch wenn das Niveau nicht mehr so hoch ist wie damals, aber ja. Kauft ihr bessere Sachen? Ja, von den 150 Dollar, also 1000 Dollar, so mit 60, 70.000 Euro würde ich mir ein High-End Gaming Setup holen, ne? Plus High-End Streaming. Und den Rest würde ich sparen. Keine, kümmere dich. Besser hören und sehen. Wie meinst du das? Hören und sehen? Keine Ahnung, wie du es gerade meinst, Bro. Meinst du jetzt, dass ich mir jetzt eine PC-Cam extra hole? Können wir eigentlich mal gucken, Digga. Warte mal. Wir haben ja noch ganz kurz Zeit. Wenn ich nämlich dann mal meinen PC aufgerüstet habe mit der Grafikkarte und so, dann will ich ja auf PC ausstreamen, Digga. Und dann brauche ich ja wieder eine Cam extra für die PC. Bro, man kann mich doch gut hören. Ich habe ein 100 Euro Mic, extra 100 Euro Mikrofon, Digga. Jetzt bin ich ein bisschen nah ans Mikro. Digga, sorry. Ach, nochmal ein neues Mic holen. Du meinst wahrscheinlich, weil es so schallt oder so, ne? Vielleicht. Boah, ist nicht ganz deutlich. Es liegt daran, dass ich keine Dings da. Diese Schaumstoffwände habe. Wenn man das Akustik-Schaumstoffplatten habe. Keine Ahnung. Sorry, Digga. Habe ich aber gerade extra gemacht, von daher. Ne, warte mal, Bruder. Lass mal ein bisschen Preis runtergehen. Wir gucken jetzt auch nach einer vernünftigen Cam. Ja, eine USB-Cam will ich haben, Bruder. Kann man schön mit USB dann anschließen. Mhm. Oh. Oha, 640 zu 480, Digga. Die 1080p.
Was ist das denn für eine Vollkatastrophe hier? Ja, was sind das denn für Cams, Alter? Was sind das für Dinger, hä? Ist mich verarscht? Ja, moin, die hat Autofokus, Digga. Was ist das denn für eine? Das ist so eine 0 auf 15 Cam, oder? Was gibt die so her? Ah, das hier brauche ich nicht, Digga. Was ist das? Okay. Kann ich dich mal treffen? Ja, komm nach Niedersachsen, Digga. Komm her. Warte auf dich. Ah, was ist das für eine Kacke, Digga? Es liegt bestimmt an den 60 FPS, die ich eingestellt habe. Hä, was, Digga, hier findest du keine vernünftigen Camps, Digga, ich sag's dir. Ja, packe ich einfach mal rauf erstmal. Das ist aber nichts, was das entsprechen würde. Meine Voraussetzung. Und jetzt nochmal noch ein neues Mikrofon, ne? Weil du es so unbedingt wolltest. Willst du doch Fortnite? Heute nicht, Bro. Heute wahrscheinlich nicht, nachher vielleicht nach dem FNCS dann. Da will ich gar nicht raufgehen, da ist irgendeine Drecksnachricht. Hade. Ich werd ganz kurz meinen Bildschirm ausmachen. So. Ja, war klar. Wie klar war das, Digga? Ich wäre gebannt worden dafür, hä? Ich wäre gebannt worden. Ist der dumm oder was? Idiot. Wieso macht man sowas, Digga? So, weiter. Ich weiß schon mal, welches wir nicht nehmen. Das ist nämlich das wollte ich gerade sagen. Das Five-Fine, das werden wir nicht nehmen. No front jetzt, aber ich habe nur schlechte Sachen darüber gehört. Was denn? Ja, irgendein Typ, Digga, schreibe ich auf Discord an, Digga, und schick mir irgendeine Drecksnachricht, Digga. Oha, das ist das hier. Guck mal, das hier ist das, was ich habe gerade. Darüber rede ich gerade. Guck, dieses Rode NT. Rode ist eigentlich auch die beliebteste und beste Marke, ne? Die hat einfach jeder. Das ist jetzt auch schon 8 Monate gut alt. Aber es kann ja auch 4 Jahre lang halten, also, I don't know. Ich weiß nicht, bei Marken, ich bin halt immer bei Rode schon gewesen, ne? Jetzt bisher, gut, ich habe halt auch mein erstes Mikrofon bisher, aber ich glaube, ich würde bei Rode bleiben. Ja, dieses NT-USB, das wäre ein bisschen besser dann, als was ich jetzt gerade habe, auf jeden Fall. Das ist halt das Mini-Version hiervon, ne? Gut, Digga. Das hier hat einen coolen Standfuß. Das kann man auch an so einen Bügel. Das ist ja so ein Bügel, dann kann man auch halt draufhängen, ne? Wahrscheinlich. Man braucht da noch irgendetwas zu. Also die Soundqualität ist nochmal ganz anders dann auf jeden Fall auf den. Weil das ist ja auch kein USB-Mikrofon. Ich guck nochmal weiter. Ich habe jetzt mal Rode nochmal rausgenommen. Ich will mal noch gucken, was es hier noch so gibt. Schalldruckspiegel.
Wandlerprinzip. Nee. Wandlerprinzip, jawohl. Anschlussklinke. Ja, wie gesagt, ich hatte jetzt USB. Nehmen wir mal eine 3,5 mm Klinke. Das sind ja diese Standardsachen. Dazu braucht man aber halt noch was anderes, glaube ich. Oder nee, mit der 3,5 mm Klinke kannst du eigentlich auch direkt einen PC anschließen, ans Mainboard. Dazu brauchst du das eigentlich nicht. Naja. Ja, geeignet für... Wo haben wir das hier? Ja, eigentlich für Podcast, ne? Eigentlich für... Nee, Streaming. Das ist der Elgato Wave 1 und 3, okay. Das sind HyperX Dinger. Das hier wurde auch ein paar Mal schon empfohlen auf Dings. Aber das ist, kostet viel mehr, Digga. Ist das besser oder was? Sind noch welche von Rode dabei? Ja, nur diese Dings da. Sind die nicht geeignet für Streaming oder was? Oh, warte mal, ich habe irgendwas gemacht. Rot, ich muss Rot daraus machen. Aber man nimmt halt auch meist immer eine Marke, die man schon kennt, ne? Und Razer habe ich zwar nur ein Mauspad von. Ah ne, warte mal, nicht Razer, sondern oh sorry. HyperX wollte ich. Ich vergleiche die mal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz wissen. Neuer PC-Bild. Aber das habe ich bei meinem Setup reingetan. Natürlich habe ich das nicht mit Setup. Warte mal. Habe hier so extra ein bisschen sortiert so. Neuer PC-Bild tun wir erstmal rein. Das FNCS hat schon begonnen. Die sind aber noch nicht drin, Digga. Die sind noch nicht drin. Das dauert noch ganz kurz. Das dauert immer 19:10 Uhr beginnt das dann meist immer. Also wegen Verzögerung. Die wollen halt eine Verzögerung reinmachen. So, wie vergleichen wir ganz kurz das HyperX Quadcast S oder das Quadcast? Ich weiß ja nicht, also sie ist wahrscheinlich eher fast gleich. Lautstärke Mute-Schalter, welche Dings? Mute-Funktion, interner Popfilter. Oh mal, der hat irgendwas anderes. Der hat noch eine RGB-Beleuchtung, ja, das sieht man ja auch, ne? Ist halt schon geil. Rutschfester Standfuß. Also ja, ist immer so, alles gut. So auch mal Mega Ampere. 125 Mega Ampere. Okay. 3 Meter. Ich glaube, du hast mich überredet, mir dieses Mikrofon zu kaufen. Das ist geil. Das ist geil. Das will ich ganz kurz mit meinem jetzigen vergleichen. Warte mal. Wo ist denn das? Ich muss das mal ganz kurz anders machen. Muss ich kurz mal rausmachen, dann muss ich in mein Setup reingehen, dann muss ich auf meinen... Digga, hier, Nelio, Bruder, du hast dich auf eine Idee gebracht, mit Junge. Du hast dich einfach auf eine Idee gebracht. Ich vergleiche die ganz kurz. Immer ganz kurz einfach. Kann ja eh gerade auch nichts anderes machen, ne? Hauptkollegen, Sprache, Tonstudio, Computer, Podcast, Streaming, Vlogging. Hier steht halt Tonstudio, hier nicht. Steht halt Sprache. Keine Ahnung. Ist halt, juckt eigentlich nicht. Elektrokondensator, ja. Normal. Ja, das hätte auch 48 Kilohertz, das was ich jetzt habe. 48 Kilohertz ist bei dem Mikrofon auch einfach Pflicht mittlerweile. Du kannst auch kein Mikrofon haben mit 44,1 Kilohertz. 48 muss es mittlerweile schon sein. Auf jeden Fall. Das hier ist halt USB. Das hier ist halt 3,5 mm Klinge Mikro USB. Soll ja anscheinend ja besser sein als normal USB, ne?
Jetzt ja, glaube ich, auch. Das ist ein bisschen, finde ich, logisch. Lautstärkeregler. Jetzt noch Mute-Schalter dran, weil Wahlschalter für Richt Charakteristik. Ach du Kacke, keine Ahnung. Mute-Funktion. Ja, das habe ich hier nicht, Digga, weil mein Ding ist, das stimmt. Interner Popfilter, Kopfhöreranschluss, interner Popfilter, LED-Anzeige, Kopfhöreranschluss, integrierte Stoßdämpfung, Mikrokapseln, LED. Ja, gut, Digga. Stativadapter. Anscheinend ist der hier irgendwie tausendmal besser noch. Hä? Ich glaube, du hast mich überredet, gerade mir ein neues Mikrofon zu holen, Kappa. Aber ich glaube, das werde ich mir tatsächlich holen. Das ist schon geil. Das ist geil. Oh, dann gehen wir jetzt rein. Oh, einmal aktualisieren, bringt eigentlich gar nichts, aber gut. Erster ist er von gestern. Gestern waren ja schon 6 Runden. Heute sind dann jetzt immer 6 Runden. Vadial, Anderson erster, Joey an die zweiter und Meerstaschenball an die Buka dritter. Und so weiter und weiter. Sind halt nicht so geile wie damals bei der Tübi. Das kann man natürlich nicht vergleichen. Aqua ist halt nicht dabei, leider. Das ist halt schon schade. Wir machen die Musik aus einmal. Gehen hier ganz kurz in den Chat rein. So, wir ganz kurz pausieren. Ich will ja nicht irgendwelche Sachen machen, die ich anhaben. Den Ton machen wir ja auch gleich an. Oh, irgendeine Nachricht, Digga. Ich muss den kurz WhatsApp ausmachen. Ich wurde die Nachricht unten rechts gerade, falls man es gesehen hat. Ich bin morgen früh wieder weg dann. Also ich werde dann morgen früh eventuell streamen, ich weiß es nicht. Morgen früh dann ab 6 bis gut 7:30 Uhr oder so. So Leute, ich habe den Chat nebenbei die ganze Zeit auf mein Handy offen, weil ich halt keine 2 Monitore habe. Könnte ich zweimal gerade aufmachen, aber nee. Full HD an. Laggt das on Stream? Laggt das? Ich gucke mal ganz kurz. Full HD an. Laggt das on Stream? Laggt das? Ich gucke mal ganz kurz. Nee, laggt nicht, laggt nicht. Aber würde auch keinen Sinn machen eigentlich. Ich gucke da nochmal kurz meinen schönen Afterburner rein, was ich gerade für eine Dings habe. Oh, die landen schon. Ja, 4 Minuten noch, Leute. 4 Minuten noch. Ne, die landen noch nicht. Ja, moin. Das ist ein Replay, glaube ich, von gestern. Ja, wegen Next Games macht ja sonst keinen Sinn, ne? Ich gehe nochmal ganz kurz in den Afterburner rein. Guck ganz kurz. Grafikkarte ist auf 44 Grad. Auf sie ein bisschen übertaktet natürlich. Das ist Ananas. Auslastung. Höhe. Das mag ich bezweifeln, Minion. Ich bezweifle, dass gerade die Grafikkarte nur bei 14% liegt. Task Manager sagt mir 73. Ja, vielleicht nimmt er das auch von dem Task Manager irgendwie nicht, also nicht vom OBS, da rechnet er es nicht, keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe die halt auf 100% geschraubt, ne, damit ich so viel rausholen kann, wie geht. Hier sieht man auch einmal so eine schrottige Grafikkarte, ne, von jetzt haben wir eine eigene Grafikkarte hier. Oh, ich bin immer ganz kurz weg. Ich gucke mal kurz, was zu trinken. Ich habe nämlich gerade nichts mehr zu trinken hier. Ich gucke nochmal ganz, ob alles ready ist, Bro. Alles ready. Overwatch, Alter. Damit kriegst du mich definitiv nicht. Hallo Bongo, auch wieder zurück, Digga. Was geht? Ja, ich bin auch ganz kurz weg. Wie gesagt. Ich hole mir ganz kurz noch was zu trinken. Bin dann instant wieder da.
Ja, mein Getränk steht seit 5 bis 6 Stunden im Kühlschrank, Digga, und ist einfach noch nicht mal richtig kalt. Aber egal. Ich muss jetzt meine Anlage noch rausmachen hier. So. Alles ready oder was? Alles ready. Predictions. Oha. Malibuka hat einer gesagt. War die ein Jahr das verzählt, ja? Okay. Queasy wurde auch zweimal geknippt. Einmal Thomas HD. Zeti und Kami? What? Kumulativ oder today? Kumulativ, oder nicht? Ist das so kumulativ? Ja gut, Digga. You've been waiting. Gehen wir gleich rein. Für was? Also. Natürlich ist es verknüpft, Digga. We're already halfway through. 6 games have been played. Ja, 1 Minute noch, Leute. Ne, geht los, geht los. 6 games today, and at the end of it all, we will Rein da. 2 players as the FNCS champions of this season. But who will it be? We've seen so much action take place all across the map, and plenty more to come. Yesterday, we saw Tayson and Chapix 5-1 off spawn against Podosai and X-Sweez. And will it continue? Ja, die landen halt da oben, Digga. Bei dieser oh nein, Chapix direkt dead, Digga. Nein. Oh shit, Digga. Die sind gerade 5. im Leaderboard, ne? Die haben die. Nein. Was? Was? Weezy und Podosai haben sich direkt Tyson und Chapix geholt, Digga. Tyson und Chapix sind jetzt schon dead. Die sind nicht mal, die sind gerade mal 10 Sekunden gelandet, nicht mal. Die sind einfach dead. Aber die kenne ich nicht mal. Das sind irgendwelche Newcomer, glaube ich, auf jeden Fall. Getting contested at this gas station, and this is originally part of Seti and Cammy's. Boah, der eine, der hat halt Full HP, ne? Also. Er hat 48 HP, kann er halt nichts machen. Ja, er revived jetzt sein Duo-Mate, ne? Er muss halt, er darf seinen Duo-Mate nicht reviven. Er muss irgendwie, er muss direkt reinsprayen, damit er sein Duo-Mate nicht revive, genau. Er reviven, aber ja, jetzt hat er keine Chance mehr. Der andere. Er hat keine Chance mehr, ich sag's dir. Er ist mega im Nachteil. Na gut, ich glaube der andere, der hat... Ja, das kannst du vergessen. Er muss abhauen. Die wissen doch, dass er jetzt solo ist. Nein, die wissen nicht, dass er abgehauen ist. Jetzt wissen die's. Where did he go? He disappeared. It's a ghost. This is in Cherry's favor, though. We can see. Die wissen aber, dass er nicht ganz abgehauen ist, weil er nicht ganz abgehauen sein kann. Not having much at all. Also with his duo partner Pachara. Ja, die rechnen immer noch damit, dass er da irgendwo ist. Ja, der hat ihn gesehen, Glaube ich. Ja, nice, okay. Another Elam on the board, and they've taken over gas station in game number 7. This is obviously going to be something that we see a lot of today in terms of those 2 teams fighting. Wow, Frey. Digga. How that affects Seti and Cammy in their pursuit of a comeback. A lot of loot limited for them. Forced. Frey und Fixie. Fixie, ja. Ja, das hört sich komplett falsch an, ne? Oh mein Gott, was? Sein Mate ist dead, hat Slow HP. Ja, kannst nichts machen. The Mate is dead. Oh, Truelex, och du Scheiße. Truelex ist da, Digga.
if they want to stay alive. Only half full. Want to get out of here on a full stomach. But maybe with those 2 eliminations, they'll think it's enough for now. As Trulex continues to look around his surroundings, find some minis, a little bit of extra shield. It does seem to be the only shield they have as he dropped it to Chicho. And they've decided that they're happy with that elimination. They're going to make themselves present elsewhere. It's interesting though to see, right? Because if your side zone falls, obviously they weren't landing here for the majority of the season. They decided to contest for the FNCS. You know, at what point do you decide? Ah, Leaderboard, wie sieht? Es ist von dieser Runde, nee, das ist Eliminations-Punkte, okay? Ja, es ist Elimination Leaderboard. Malibuka, Message 28 Kills. Janis war der 27, Joey und Chad Andy 25. Okay. Aber ich muss mein Handy nebenbei weiterlaufen lassen. Ich guck mal ganz kurz, ob das so gut ist, wie das jetzt gerade ist von des Sounds, ja. Ja, es ist Elimination Leaderboard. Malibuka, Message 28. Janis war der 27. Kann ein bisschen lauter sein, ne? Kann ein kleines bisschen lauter sein. So, ich muss dann ganz kurz raus haben, sorry Leute. And the options and opportunities you get from your drop spot. Sometimes it can be worth it to have that spot contested, but you have to be the duo that sollte jetzt gut sein. And work to come out on top. And another duo that's been contested, Yusri Kiduo, down in Chonkers Speedway. Already have 1 elim on the board, but they want to make it 2. Gets the edit, yo, gets the piece, and gets the shot. Er wird sich Kami, Digga, let's go. Kiduo and Yusri have been Kiduo. top notch here at the Chonkers. They've made it look easy. And another example of a team that wow. Initially going to be okay. Vanjak. Good night to Vanjak. Ich bin auch ein bisschen für Vanjak auf jeden Fall, ne? Der war auch letztes FNCS schon dabei. Einfach weil er Ukraine ist. Komm gleich wieder, jo, bis gleich. Also Vanjak ist jetzt zwar gestorben, aber er ist halt Ukrainer, deswegen gönne ich es ihn auf jeden Fall. Key for them will be trying to make up for the mistakes towards the end of day 1. They started off really hot. They were literally in first place at a certain point. Ich glaube, letztes Mal hat sogar Vanjak sogar im FNCS sogar eine Runde gewonnen. Das ist ja krass gewesen, Digga. Er war dann irgendwie, glaube ich, irgendwie auf 15. oder so am Ende. Oder nee, ich glaube sogar noch besser auf jeden Fall. Ein paar Earnings mitgenommen auf jeden Fall. It's always possible. Mehr ist halt schon Malibuka, Digga. Ich war ja mit Random einfach mit Malibuka letztens vor 3 Tagen in der Trio Arena Runde. Aber Touch war nicht, glaube ich, da war glaube ich nicht dabei. Ich glaube, er hat mit Randoms oder so gespielt. Weil die hatten ja das Set. Mein Pferd. Für diese FNCS, weil ich denke, die werden das gewinnen. Varial wird alles geben, um sein erstes FNCS endlich zu gewinnen. Er hat jetzt mittlerweile 8 FNCS gewonnen, gespielt meine ich. Er hat Season 4, Season 5, Season 6, Season 7, Season 8, Season 1, Season 2, Season 3. Ich glaube, das müsste jetzt sein 8. FNCS sein, wenn er seit Season 4, Chapter 2 immer dabei war. In einem FNCS. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, 8. FNCS, ne? Und ich glaube, sein bestes Placement war 2. sogar. Schon mal. Damals. Keine Ahnung wann. Hardfind und ADN, ne? Ich dachte gestern so, ADN Wechsler wäre es das, Digga. Aber dann habe ich so am Mal geguckt und er sagt dann ADN, ja, ADN. Dann wusste ich ja. Ich hab's voll komplett vergessen. Ich dachte, er spielt gar nicht mehr Fortnite, Digga. ADN. Ich dachte, ADN ist so COD Warzone so geswitcht, Digga. Der hat nämlich irgendwie Ultra COD Warzone mal reingesucht und deswegen dachte ich, Bro, der spielt ja auch keine Cups mehr so, der hat aufgehört mit Fortnite. Aber er hat jetzt irgendwie sein Comeback auf jeden Fall gemacht, ne? Und ist jetzt hier in den FNCS dabei. Als Controller-Spieler, ne? Also. Bruder. Keine Ahnung, was für ein Controller er spielt. Aber man hat auch damals gesehen, bei Isa hat einen Norman PS4-Controller gespielt, was der damit abreißt. Mit dem Scuff kann man auch noch mal ein bisschen besser sein. Kommt nicht drauf an, ne?
Wenn du halt so kleine Hände hast, dass du den Scuff nicht spielen kannst, dann halt den normalen natürlich. Boah, guck dir das an, Digga. Der Pole mit dem Revolver. Und einen Reifen. Mit einem Autoreifen. Ist das so eine Rotation Thread am Ende, oder was? Oder falls sie tatsächlich mal ein Auto finden sollen, weiß ich gar nicht. Diese Double Two-Shot Schrotflinte habe ich sogar gemerkt, die spielen ultra viele, ne? Das spielen echt ultra viele. Ach sorry, ich komme ein bisschen gegen meinen Tisch manchmal, da bewegt sich meine Maus ein bisschen. Set Andy, man. Regarding their drop spot, their early game, their mid game, their rotates. They always have a plan B. They always have something that they can do. So hopefully it's gonna be enough. ADN of high ground. Wow, double. As they did start off today. Oh mein Gott. Oh mein Gott. They found what they were looking for. Okay, Digga. Als Controller-Spieler, okay, sorry. Was geht ab? BL, wofür steht das eigentlich nochmal? Was war das nochmal? Ausgesprochen halt. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Tatsächlich. Schade. BL? Become Legends, Become Legends. Stimmt. Trippin and Thomas, so a team on the rise, right? They didn't have Phrase that, schade. Had a couple problems off spawn. We saw this team splintered apart in many instances across the 6 games yesterday, and a lot of that was down to just sort of the off spawn adventures of Rave Cave, as you'd call them. It's all about being able to take those splinters out, though, and continue walking forwards as Vortexers and Bevies want to continue on with this engagement. It's Flixie close by. We saw the issues they had in the early game. Now even to the mid game, having some more as Vortexers hits his shot, gets that. Seemed to be second eliminations. Nice, Digga. Frey and Flixie are down. Ah, schade eigentlich, finde ich sogar. Halt, da haben sich jetzt Flixie und Frey geholt. Nee, Frey weiß ich gar nicht, ob die den geholt haben, aber Flixie auf jeden Fall jetzt. Flixie ist wahrscheinlich abgehauen, dann, keine Ahnung. Oder von denen gekillt. Oha. Oha, Digga, man sieht die Cam. Chillig. Chillige Ansicht. But it's all good and well getting a favorable zone. It's about capitalizing off of that, making sure you actually take up the good positions there. Mit Yikesen. Vico and Jackson have showed us that they have an understanding of good positions and they have an understanding of just how to make it to end games consistently and then popping off in them. They started off the day so hot yesterday. Hey, Mr. Savage? Was, BL? 39 above search isn't comfortable, but as long as they're moving towards Ist Mr. Savage BL gejoint? Become Legends? Ich dachte, der wäre Guild gejoint. Ja, finde ich aber schade, Digga. Mr. Savage ist ja von 100T, 100 Thieves weggegangen. Nach 3 Jahren jetzt. Das fand ich echt schade. Das war echt sad und ist dann jetzt bei Become Legends. Ich meine, der war jetzt aber nochmal woanders zwischendurch. Er war eigentlich woanders noch zwischendurch, dachte ich. Real Talk. Ah, Reasonator unten, Digga. From going from 126 below to above, but with only 20 seconds left until the zone Wow. closes and Storm Surge starts ticking. This duo, they're getting more and more stressed. The big thing for this team is that we know when they make it to end games, the power they hold, they can pop Once that Andy fightet. have so many top moments in those. Ja, der 1AP, Bruder. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Das war nicht geil. Das war nicht geil. Nein! What? Loareli, Alter. We started off the day in a 3-horse race, but with Joe and Ziandi going down, it could slowly turn into a 2-horse one. Oha. It looked like that was Joe and Ziandi's battle.
Das hätte Teddy nicht so joken dürfen. Kami und Teddy, ja, die warten jetzt natürlich, ne? Natürlich warten jetzt, ist ja klar. Oh ja, ja, Stop Search. Ah, die sind 206 Damage runter, das ist viel zu viel. Viel zu wenig, was wir gerade gemacht haben. Ja, Bro, die müssen irgendwo... Ja, moin. Wir müssen jetzt Damage machen. Ja, die sind noch in der Zone, die kommen jetzt erst Reason nur really. Fortunately for them, though, no riding reason using the ridge to rotate in, and so they don't have vision on them just yet. Yeah, Hydro's dead. Moving his way towards where they are. I don't think he'll make it in time, though. He will not. He will fall. Belushi is still up. Bei Storm Surge ist man instant dead. Krass. Ich wusste nicht, dass man bei Storm Surge instant dead ist. Eat your fruits, eat your vegetables, Belushi, but I don't know if they're gonna be able to Oh, der wird ultra... Nee, der kann ja nicht so schnell gefinisht werden. They're looking healthier than ever now. They've got those 2 eliminations from Joe Oh, and Zandy. They've Rotated back into the zone, and although it's closing, and they're not in the next one, it's still looking a lot brighter than it was when they were battling in zone. 109 above. They could use more. Das ist richtig scheiße gerade für die. Brauchen ein paar mit auf jeden Fall, ja, Bro. They continue to take shots from people while they're rotating. They need to find a way to get in, but to also get a bit of damage. The biggest worry is the fact that they don't have much by way of materials as well, right? Karma. Even when they do get into zone. Oh, geil. Karma though. Eddie Healing, okay. Hardfind? Ja, moin, ADN. Hardfind, ADN, nur ihn kurz weggemacht, glaube ich. Also, es war ADN, ne? Fast Rookie Kylie. Ü20, Digga, der ist aber über 20. Aber der Typ ist aber über 20 und macht doch mit, Digga, Kylie. Oh, der ist aber nur aus Fun. Ich weiß es gar nicht, wie alt der ist. Belushi und Hydro. Ja, Hydro ist ja gerade ganz mies gestorben. Und ja, Hydro ist ja gerade am Storm Surge gestorben, ne? Ah, gepopelt. Ja, der hat keine Damage gemacht, Digga. Die haben Storm Surge leider nicht, waren die nicht gut. Das ist schade. Malibuka Mess, da sind 400 drüber, ja, Bro. Die haben schon Damage gemacht. Das reicht, glaube ich, auch eigentlich. An die Legs noch in der Zone. Ananas. Ananas und Pink. Hilfe, meine Gegner sind schlimm und meine Mates. Und hi. Jo, hi. Kann ich verstehen, du spielst wahrscheinlich gerade Boxfights, ne? Das kennt man doch. This could be history in Fortnite competitive, but for Rajeel and Janice, looks like they've been able to make it in the zone with a lot of material still for 4th zone. Good shield to recuperate what they lost. For a first place duo, this is a sight you like to see. Yeah, they're playing this well so far. Obviously, they'll be hoping for a favorable pull on that 5th zone, but if that does come through, this is setting up to be another game where they can start to increase their lead. Of course, we know Joe and Zandy, who were in 2nd, have fallen. And even though Mustache and Malibuka aren't too far behind, a good game from Janice and Vidil will go a long, long way. For Hen and Mrs. Savage, they've got a long ways to go to get to zone, wusste ich. and a long ways to go to improve their position on the standings. But is that something you believe they can do, Takara? I believe in this duo. They don't have to do a sprint here. They have a marathon to go to make it into the zone. But with the rotate I see here, a quick slide could be enough. Jerky and I drop though. They've spotted them. And once one duo spots you, you start building, start panicking. More duos look. It's going to use up more materials. Oh, Hen, Bruder. To make it in here pretty quick, pretty calmly. Go on top of the builds. And even if they get in the corner of the zone, so they'll have that chance. Ananas mit Pink. The 5th zone, the half. Aber auf jeden Fall ein paar Builds, Digga. Just like Pink and Anas. They continue to look for. Ah, das ist eigentlich eine gute Position, finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. There's only 10 seconds left until that half in, half out zone appears for the duos down below.
depending on their loadout, only mobility item being the grapple gloves. They don't have them like Ardor and Vixen here. The zone does pull north. A majority of duos being on the south, having rotated from the congested side of zone. Now have a long rotate to go. Bin wieder da, jawohl, was geht, Nilio, Bruder? Zone has high elevation. The duo's already boxed up. They're gonna be taking Ja, so wie vorher, ne? Es geht ja wahrscheinlich immer noch alles gleich, Digga. Ja, genau. Hellfire, Flowis. Ah, AWR, der Digga. Kann er nichts machen, AWR. Queasy. Und Veno. Veno hat ja eigentlich mit Aqua gespielt. Und die haben Aqua und Veno haben ja, glaube ich, auch Duo FNCS gewonnen, das letzte oder vorletzte. Boah, Alter. Tundra Veno Day 2 heißt er, okay, schüttig. Der hat sich aber Day 2 noch genannt, schüttig. Finde ich echt schüttig. Neither of them are looking too good when it comes to HP. But Janice and Vidil, they have finally found their position in zone and even looking to reform. They really want to make sure they get into this end game with max materials. I'm loving how they're playing this. Uber efficient. I'd make a bet that they have the most materials out of any duo this match, just from what I've seen. But Thomas and Tripburn, we talked about it before. They had some rough matches yesterday due to their early game. One of them getting picked off, having to go for the reboot, delaying the rotate, delaying the amount of resources they can get on the rotate. But now today, they might be able to make that recuperation. But for Pink, he's lost. Boah, Junge. Pink yesterday playing like Ananas ist leider schon dead. Still awake. And he's gonna have to make something happen here if he wants to secure a good amount of points. Can he carry that form of yesterday into today? You certainly hope so. One of the best playmakers in Fortnite right now, even while leading his team. So3 und Key Duo auf Mai. Go into this with the confidence and the courage to make plays happen still. For Kiduo and Yusri, all the confidence in the world when you sit above the lobby like this. They hold high ground. But can they continue to hold high ground? We saw the success from this duo in the early game. Hopefully they can do the same in the late one as now the rotates begin. 6th zone, first moving, pulling completely east, looking at Vino now. His duo partner, Queasy, cracked. No shields to work with, recuperating slowly but surely. A nice pick. Could be crucial here to get that siphon 50. Oh, nur redet jetzt, schade. Oh mein Gott, Malibuka 1 AP, Bruder. Oh shit, Digga. Gar nicht geil. Kannst du komplett vergessen. Die müssen sich ultra gönnen. Die sind ja noch Erster auf dem Leaderboard, Malibuka und Merstouch. Ne, sind die Erster? Ne, die sind Dritter, glaube ich, gewesen. Oder Zweiter. Ne, Dritter. Stimmt. Fadial und Janis sind ja eigentlich ja erst auf dem Leaderboard. Ob die noch leben? Trevor Thomas HG. Ah, guter. Oh, Queasy und Veno sind dead. Janis lebt noch, ja, Janis lebt auf jeden Fall noch. Ob Dings auch noch lebt hier, Janis und, also Vidil. Ja, Vidil lebt auch noch, okay. Vidil ist auch noch alive. Boah, Master Savage ist auch schon dead. Hand ist noch solo. Ein Bild hat er, der kann nichts machen. Der wird nichts machen können. Oha. Hi Chris, Digga. Digga. Er trifft auf jeden Hit. Geh rein. Nein. Hat's vergessen. Oder? Yo, nice. Er hat Message geholt. Oha. Das heißt, Message und Malibuka sind dead. Vico. Holt sich Hi Chris. Oha. Ah, Yikes und Vico, ja. Vico ist dead. Yikes holt den noch.
aber auch wenig HP noch. Ah, der schafft es auch gerade nochmal in die Zone. Yikes. Yikes. Trippern und Thomas. Ja, die auf High, ich glaube, die werden gewinnen. Janis war die auch noch im Leben. Oh mein Gott, Whitehead. Wichtiger Whitehead. Gegen Karma, oh mein Gott, Digga. Also gegen Karmas Teammate, keine Ahnung, wie der heißt. Dings da, der Mate von Thomas ist dead. Ne, Thomas ist dead, oh. Und der andere auch, ja gut, Digga, GG. Nee, keine Ahnung. Sieht so, ein bisschen komisch aus manchmal. Janis war die halt. Boah, Junge. Schon geil. Ja, wie Deal, Bruder. Kidur, Joe 3 auf High, ja, Bro. Bro. Oh, war die alles Low HP, aber die holen sich halt Fokus Karma, ne? Und den Teammate. Vadial ist low. Das ist schade, dass Vadial jetzt so low ist, Digga. Die haben nicht mehr so viele Builds. Joe 3 und Kiduo haben nicht mehr so viele Builds. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Ja. Müssen Spleven eigentlich. Müssen ein bisschen vorbauen und dann irgendwie Spleven versuchen. Ja, die haben auch anscheinend nur noch Holz, ne? Oh mein Gott, der White, sehr low. Joe 3. Spleven. Oh mein Gott. Let's go. Ja, let's go, Digga. Holy shit. Mein Pferd. Mein Pferd gewinnt heute die erste Runde. Das kann wie Deals erstes gewonnene FNCS von 8 gespielten werden. Sag ich, wie es ist. Ah, schon geil, Digga. Oh, nochmal Replay. Die war wichtig, Digga. Karma geholt. Ja gut, da wird sich ein bisschen Elias ein bisschen ärgern, aber... Also Elias N97, aber ist egal. Er hat sich Kiduo, ne, Kiduo hat sich Janis geholt. Aber dann hat er sich Joe 3 geholt. Geil. Great job for this duo, but also Kiduo and his duo partner played it on height, secured a incredible. Schade, ich dachte Kiduo holt es, weil die waren auf High Ground, aber anscheinend nicht. Wir werden mal kurz ins Leaderboard reingehen, gucken, wie das Leaderboard aussieht. Wir gucken uns selber an. Es wurde komplett schon aktualisiert. Ne, wurde es nicht, Digga. Hä, die spielen nicht mit, kann es sein? Weil es wurde ja eigentlich schon komplett aktualisiert. Kann das sein, dass sie nicht reingekommen sind? Ja, egal. Schade für die, weil die hätten vielleicht ein paar Punkte geholt. Wie die und Jan ist ein Erster. Weil wir gucken kurz erstmal Session an. Ja, natürlich sind die noch Erste, waren ja gestern auch schon noch Erster, ne? Ja. So schaut's aus. Ich will jetzt aber kumulativ sehen. Also komplett. Wir sind Erster. Mit 25 Punkten. Hinter ist Merstasch Malibuka. 25 Punkte, das ist noch nicht mal eine Win-Round. Joey und Z Andy sind noch schon ein bisschen weiter hinten. Ananas und Pink Q, Pink. Yikes, Bixen Arthur, Thomas HG Trippern, Crazy Veno, Hi Joe, Belushi, Tyson und Chevix, weil sie ja gerade im Anfang, das waren ja die ersten, die einfach gestorben sind, die sind dann 5 Plätze runtergegangen in der Runde gerade eben. 5 Plätze. Weil sie instant dead gegangen sind. 5 Plätze, das sind bei ihnen von 50.000, was einer von den beiden kriegt, auf 10.000 runtergegangen. Was einer von den beiden kriegt. Schade. Aber es gibt ja noch 5 weitere Runden, ne? Also, come on. Kidur und Josie haben ja eigentlich eine gute Runde gespielt, von Zweiter. Das war eine wichtige Runde für die auf jeden Fall. Hellfire Flowis, Fest Rookie und Kylie. Flame Swag. Haben wir noch? Was sieht aus? Hen und Savage, haben die gerade Punkte geholt? Ich weiß es nicht. Haben die gerade gut Punkte geholt? Hen Savage?
30. Anscheinend nicht mal so schlecht. Sind damit 9. Ja gut. Vielleicht kommen die heute noch ein bisschen weiter vor, ich weiß es nicht. Sind die schon ein paar Plätze nach oben gegangen? 19. sind die jetzt. Ich muss gucken, ich will es wissen. Ich will es unbedingt wissen. Heute sind sie 19. Und gestern haben sie das als 27. beendet. Ja gut, 8 Plätze schon gut gemacht jetzt, okay. Vielleicht machen wir ja noch ein bisschen mehr gut. Ich würde es den gönnen. Guck mal, von 27 zu 19, was ist das für ein Unterschied? Ja. Warte. Ah, hier, Top 30. Das müsste ja das sein, was sie bekommen hätten. Und jetzt gerade würden sie das bekommen, ja. Ja, guck mal, Top 9. Ich check's gar nicht. Top 1, Top 2, Top 3, Top 6, Top 7, Top 8, Top 9, Top 10, Top 15. Top 15 ist ja alles von 11 bis 15. Das hier müsste dann alles von 16 bis 20 sein. Das ist dann von 26 bis 30 halt, ne? Ja. Power Ranking Points gibt es natürlich nicht. Kill Elimination sind noch 2 Punkte, ein Victory ist 3. Mit den ganzen Placements ist wie viel ein Victory? Ich weiß es nicht. Allein nur in kurz 35. zu werden mit dem Duo bringt schon 4 Punkte. Dann bringt es zwar nur noch die ganze Zeit 1. Und dann bringt es halt Victory 3 sogar. Wieder gut. Ja. Ist natürlich, ja, ein bisschen was. Alter, Death True und Sky dann. Wo ist ein Vanjak, den ich das übelst eigentlich gönnen würde? Free Mock, Alter. Wo ist ein Vanjak? Hier, diesen 29. Kann man mal gucken, was ich so hab. Immer ganz kurz gucken, seit wann placed Vanjak eigentlich schon? Das will ich ganz kurz wissen. 11.450 Earnings hat er, okay. Das ist das, was er aber gerade hat, oder? Das ist doch von, ja, das ist von heute, würde ich schon sagen. Das ist, er ist ja gerade auf 29. Er würde gerade 3000 each kriegen. Oha. Ja, okay, ich würde schon sagen. Oh, hier erster One, guck mal, Zero Build Cash Cup Trios, okay. Nehmen wir mit, ne? 200 each. Wir waren die Booker und Red Scrat, okay. Mit denen hat er auch schon gespielt, das finde ich geil. Dass Rev Scrat noch spielt, das ist auch krass, ne? Das ist doch Bubak Master, oder? Ja, das wird Bubak Master sein, auch krass. Du bist ja mittlerweile auch schon ein bisschen länger. Ich will mal gucken, was hat er denn so gewonnen? Was hat er auch gewonnen? Okay. Solo Cash Cup, das will ich gar nicht wissen. Load More. Sein letztes FNCS, er ist 21. geworden. Hat 3500 each mitgenommen. Hat auch mit Kabi gespielt, okay. Krass. Also der Kabi ist ein anderer Kabi, ne? Also, aber ja. Und das ist das von letzter Season. Tatsächlich. Erster in Semifinals. Boah, auch geil, ne? Sonst so, er spielt halt jeden Cash Cup, ne? Nimmt er mal einen 500er mit. Macht man halt. Nimmt er auch mal 250 mit bei so einem Duo Cash Cup. Nimmt man auch mit den ersten Platz. Das ist der von Season 1. Ja, der war ja noch nicht so gut, oder? War er dann, der war gar nicht in FNCS dabei, glaube ich. Nee. Anscheinend nicht. Er hat sich damals noch nicht gecallt.
Gut, er ist anscheinend damit noch nicht so krass gewesen wie jetzt. Aber seit wann spielt er so generell competitive? Das würde mich interessieren. Doch, warte mal, FNCS Finals von Season 8 Chapter 2 war er auch schon dabei. Okay. Das heißt noch vor dieser ganzen Scheiße mit Ukraine gerade und Russland. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Er war auch 29, so wie jetzt gerade. Ne? Hat er Hub und 1200 auch each nur bekommen, weil das ja Trios war, ne? Mal ganz kurz gucken, geht schon weiter. Mhm. Ich will mal ganz kurz gucken, wo hat er denn angefangen? Der spielt schon ein bisschen länger, ne? Der spielt echt schon ein bisschen länger. Ja gut, sowas wie World Cup hat er noch nicht gespielt. Er hat ungefähr dann angefangen, wann ich auch angefangen habe. Okay. Aber ja gut, scheiß drauf. Schade, dass der eine jetzt keine Runde gespielt hat, ne? Das ist immer bitter zu sehen. Tyson Chapik, der ist schon dead. Ach, halt doch dein Maul. Ach, halt doch dein Maul. Das sind wieder die ersten, die gestorben sind, ne? 50. und 50. Hallo, seid ihr noch ganz frisch in der Birne? Ihr könnt doch nicht zweimal direkt als erstes sterben. Was macht ihr? Ihr habt sogar noch 3 Sekunden weniger überlebt als gerade eben. Hä? What are you doing? Ja, die haben keine Runde, Digga. Das sind auch die einzigen, die keine Runde haben. Mies für die, egal. Wir gehen wieder rein. So, das ist doch gar nicht mehr live. From the shots we saw being connected, I mean, that 2-shot can be dangerous. But Janice gone. He went down. Fadil was alone there. I want to see what happened. Let's see. No. Nein! Destro und Sky dann, Digga, die sind letzter, ne? Die sind letzter. Der letzte hat gerade Janis geholt. Und wie Deal kann nichts machen, der ist alleine. They have now become the villains of this lobby, of this story. Because if Das tut richtig weh. Janice back up, this could get real. Der letzte hat den ersten gekillt, Digga, was ist das Scheiße. That is just the way you hate that though, man. That's crucial. It's great if you're the team doing it, you know, hiding, you catch somebody out, you know, some poor sucker somewhere in a, you know, building, wherever they are. It's the best feeling. But if you are the poor sucker, then the first place poor sucker, not too poor at all. it's not great at all. It isn't. But we'll see whether Destro and Skydu now decide to aggress onto the deal because they know he's a solo. That would, you know, really take some courage. I mean, that's the important part of preparing ahead of time. Destro and Skydune, they know which duos are dropping in their surroundings. And if they see on the feed that one of them goes down, it opens up Wie opportunities. sieht eigentlich die Grafik auf dem Handy auf dem Stream aus hier? They weren't landing Die here ganze Zeit. previously, and so they've moved, and that move's gone well for them. We'll see though, because they do have a top team just around the corner from them. Ziandi and Joe have decided to get involved in the action, and they do have their eyes set on them. Ziandi Ich habe ja nicht mehr das LAN-Kabel very angeschlossen, much oh. aware Shit. of their position, and it looks like they're lining up a 3-2-1. Wollte ich ja eigentlich die ganze Zeit machen. Skydune and Destro just have no idea about. Wenn ich das jetzt mache, ist mein Stream ganz kurz weg auf jeden Fall. Shots, though, is the question. It's all about the timing, making sure you're on sync, on the same beat as your Mach ich duo nicht. partner. Mach ich nicht. So you can do the most amount of damage as quickly as possible. Will they do it? We'll have to find out later. As Jackson and Vico in the tilted towers, this is a duo that's been dropping south side tilted. Mr. Savage, Hen, they're north side tilted, but they do get into some engagement sometimes, especially if either Mr. Savage or Hen land first. Yikes, A Digga. weapon that's more medium to long range and take some shots at Jackson or Vico while they're gliding down. It's what's permitted them to take some of these early game engagements off the start of the match, but for Jackson, just trying to get his medal up. And rightfully so, right? It's going to be one of the keys of having a successful early game. One of the keys to having a good drop spot, right? Or picking a good drop spot. Picking a place where you have easy access to a lot of metal and fast. Trippin and Thomas clearly had plenty of access to metal, right? Max on materials there. And of course the Rave Cave is very good for metal. Fadil
Now, in a situation that I would Spannend. like to be in as a solo, but Vidil with the confidence I'm Ja, seeing coming out, ja, es ist so bitter. maybe he's ready for it. Look, the way Vidil's been hitting shots this weekend, I wouldn't, you know, bet against Das him mit in a Jannis 2v1 ist gerade einfach zu situation, bitter. but it certainly is a risky fight to take. Typically, you see players just avoiding the team that they need to deal with, looking to get the reboot card and then scurrying away. He is actively trying to engage in this battle. Oh, and the edit comes through. The player going dangerously close to Vidil, but Vidil's ready. He's got his edits quick. His shots connecting. That's one crack. Two players. He wants to knock one of them, make it an even fight. And so far, Vidil, he's done more damage in this engagement. They're placing armored wall. They're scared of Vidil right now. They don't want to deal with him. Actually pressuring them. They're placing him over armored wall. Two, is there another They don't one? want the smoke to Vidil right now. And I don't blame them. He's hitting shots. Nein! Not much longer. Eventually falls into their sights. For a moment there, I did think it was possible. We've seen some crazy things happen so far. Fuck, Digga. Das ist so schade für Jannis und Vidil gerade, ne? From the sidelines, and that's huge. Our first place team falling so early. It allows the likes of Malabuka Mustache, the likes of Joe and Ziandi, Pink and enough to really now start to push and close that gap. Opens up that chance. It's like you said, Levin, for these duos that are up top of the leaderboard, but not yet with that crown on their head. And we're looking at one of them right now, Pink and Anas. They've got the materials, they've got the shield, and they're continuing on their rotate. We'll see here where the second zone pulls shortly. Still 55 seconds left until it closes. But for now, they've got to be careful of those bush bandits as Walks has taken some shots. Ich habe mich gerade umentschieden. Not heard that one in a while. Wir werden keine Pink and Enemies Anas, machen. of course, a team who very much impressed yesterday, and I know they've been putting in a lot of work in that time in between yesterday and today to make sure that they are best prepared to try and surge an attempt for first place, of course, is the ultimate goal, but just getting any higher in this leaderboard is a success. We're reviewing every single game, looking at strategies for all different potential types of rotations. It's going to be the key to whether they're successful or not. It's what you have to do to stay at the top and maintain active champions like Vino has on him. But looking at the zone right now, it has pulled to the southwest here. So these north teams, they have a long ways to go. Ey, Zane, Bruder, was It's interesting geht? seeing that zone pull while you're watching from the sidelines because, of course, they're the team that lands Greasy Grove, and then the one game they don't actually get to play is the one game where the zone pulls exactly on their POI. Rough scenes. I'm sure they would have been betting on themselves to get a back-to-back victory royale, but in any case, Boah, Digga, Hardfight they in can just ADN, maybe Mann. pick up a couple in games to come. For Aiden and Oh, Harvey, Vanyak, their Bruder. struggles last Der game. Ukraine. Will it be more Ukraine. of the same? Vanyak nearby, not just Der campt on die the jetzt map, erstmal but schön actually ab. in the standings as well. 25th and Sagst 27th du, wie right es by ist? each other. Let's take a replay though. See how hard Ob du überhaupt weißt, dass er da ADN ist. were able to secure this, and oof. Ja, That's wird what er we like wissen. to see. A good 3-2-1. Perfect timing from Shit. both ADN and Hardfind. Able to pick up that quick elim and give them the upper hand in their engagement. And continue pushing if that's what they want to do. But for Seti and Cammy, Mini Miner talked about this in the last match. They're all about positioning early and finding those tags on that ridge by Tilted Towers, that hill. And looks like they might have already done that. So now that the zone has pulled more south, they're going to continue to rotate towards it. Hydro and Belusi positioned up well. They struggled with Storm Surge last game. They literally went down as a result of it. Will this game be any different for them? Will it be different? It depends on the route they choose. The congested side, the dead side. But I know that Mini Miner, he has some info from Joe and Ziandi regarding the dead side. I do indeed. Now, Joe and Ziandi, when they get a home zone like this, they're really, really good at getting to the dead side of the zone. We can see them using the wrist really, really well to go all the way over to the sort of Greasy Grove area. And unfortunately for them, they try to go for a little 3-2-1. And we caught up on this, where it was like, it didn't quite work out for them. You can see Joe, 3-2-1,
doesn't quite work out. He misses all the shots. Not the best tags from Joe, unfortunately, but they do manage to recuperate some of those tags later on, which is absolutely vital, because when you're playing this less congested Oh, Bruder, side, diese you're Headshots, not ne? necessarily seeing as many people as you would on the congested side. You need to make the most of these tags. So hopefully this will be enough for them, but I want to see them being a little bit more proactive on this surge, because if they want to play well, they need it. That was always going to be a big question. Langweilig ist doch noch gar kein Endgame, Bro. Das ist, On day one, how do they deal with Surge? Of course, last Das ist season gerade when mal they signed up, Mid-Game. They were contested, and so they just won the off-spawn fights and went about their day. This time round, don't have that luxury, quote unquote, and so having to get it in more creative ways. But from Ryan Nebs here, Gripey Cheatin, Podosai, JJ2 aware, all these duos right now on the lower end of the leaderboard. They're looking to make a comeback, looking to get a bigger piece of the pie in this day 2. We will have our crown champions of Chapter 3, Season 3 FNCS. But who will it be is the big question. Looking at all these duos now, rotating from north to south, it's gonna make this edge of the zone by Pablo and Swag gonna make it more congested. More duos are gonna be there, and you can see just that, what it can cause as the shots are coming in. Did they make the right Weil route? so weit das They picked Fortnite the ist, correct schade. one to get to zone as they're 252 Schade, dass du below. Fortnite so runter They machst. want this congestion. They want the option to do these tags, but is it worth it? Well, you ask whether or not they took the right path. I think the answer is right in front of your face, down below, in the storm, struggling to get into zone. Clearly not the right path for this team. It's not where you want to be in this game. The shield kick will allow them to get their shields up and look for some trades along the way. Oh, Bruder, die This sind is ja not where you want to be. mies oder Storm Search. Come on, Surge, they've not done any damage. It seems the game that's so much down below. Ooh, Yo, just like Snazy, Jackson has Digga. been shot down below. Yo, Snazy, Digga. Holy As shit. well, but he hit his shots. Looked like he almost even got a knock there. Snazy, Hit bro. The shots 37 Diese anderen above. Shots. Got him the damage now. It looked dangerous, but you need to make those trades. It's okay to lose your shield. It's okay to lose your HP if you have the materials, the resources, better said, to recuperate what you've lost. And now, even though Vico is just on the borderline, he was able to recuperate his shield and continue taking shots. What do we have here? Swag, Oh mein Gott. Pablo, looking Oh to mein get Gott, in, hä? and to no avail. Ja, Queasy, okay, sorry. Easy and Vino will Er holt sich happily einfach take beide. those two limbs. Aufschüttig. Two of the easiest ones they'll get all day. For Hijo and Belusi, it's not looking good at all. They did have a position boxed up on a nice little ridge, had the vision, but it wasn't enough. For a team that was in the top 10, to go down to Surge like that, 2 games in a row, not a good start to Car. Not a good look. Not good looks at all. But Vico and Jackson, they're hitting good shots. 110 above. They've maintained where they want it to be. Mr. Savage and Hen, not as much above, but as long as you're above and you're on that borderline, if you're in a position where you have a lot of openings, a lot of chances, it's all about taking them. They do have shields as well and a good amount of resources. I'm excited to see what this duo can do. What we know they can do is deal insane amount of damage. We know in fights they can completely roll through teams and make it look easy. Forza Big thing for them yesterday was their ist ability auf to High get to end Ground. games. Oha. Started off very slow, but improved in that regard towards the back end of the day. We started seeing them deeper into the games, which is where we want to see them, right? Mr. Savage, an elite player, one of the players who's made Oh, die splitten erstmal mit, mal die almost bekommen every das. single FNCS in EU history. Hen, a literal FNCS duo champion. Ja, this nice. year. Ist nice für Storm Search, also die werden auch nicht mehr runterkommen. Die haben über 345 drüber. 339, ja gut, ja. And for Murstache and Malibu, Sollte reichen. they've been doing more than that. From the solo clutches to the consistency of this duo, currently in the 2nd place spot. Now, with Janice and Vandil out of the match. Boah, Mr. Savage kriegt mies Damage leider. Opportunity for this Hat duo. nur noch 100 HP. Yeah, White. this is everything you could possibly ask for. If Got you're the 60 second place team minutes, chasing a team that is so ADN, Hardfind, Thomas HT und Tribbern. Und High Chris als Solo. One of the hurdles ist along da. the way to the finishing line.
But if they do, you have to be there to capitalize. And so we will have Ah, jetzt schluckt er erstmal. eyes on Malibu. Ja, Highcris kriegt einen miesen Storm Switch Damage. Thomas and Trippin, Ja, they've Highcris certainly hat been keine HP mehr. It's been very, very good to Die see könnten jetzt eigentlich Highcris pushen. Der hat einen HP, ja. Ja. Hi, das war's. Highcris, schade. Nice to Trippern. War sehr wichtig für die auf jeden Fall. Die 50 Schild. The quick note, they've been top 10 in the last 3 matches, including the last game from yesterday. Hellfire Flowis. From a rough start to what could be Oder a strong Flowis, ich finish nenne ihn einfach Flowis. from Thomas and Tripburn. The light is shining bright for this duo. Wir kamen Mr. Legends vs. Savage in hand Savage. now, without a hen and just a Savage. Ah, Hände schon nett, Digga. He's Oh gonna have to mein make something Gott. happen. Ich erwarte jetzt eigentlich von Mr. Savage tatsächlich ein bisschen mehr, ne? Aber so wie es gerade aussieht, Digga. Ganz mies. Fortunately for them, Sieht's they so are aus. two very strong individuals. But nevertheless, in this kind of a lobby, you are much better off with your teammate by your side. But let's see what Savage can do. Right now, his mission is to get to zone, and using these old bills to protect himself might be the way to go. Get to zone, do some damage. A lot of tasks for Mr. Savage. But Pink and Anas, it's not about the task they have to do, it's about maintaining and thinking ahead. They're already in a position. Guck mal, where dieses they Strat have wird to immer do noch gespielt, damage. Pyramide oder auch nicht. But being fourth zone, Ey, ich hab die vorhin noch einmal wieder gesehen. it's about looking Wenn du for die Wand so players editiert that are hast, dass du die getting late, Pyramide da so gegen find the possible editierst. elims, but also figure out what Die your Strat, path die hat is er gonna be damals depending on where that Tifio zone Minis closes ahead of geused time. im So you don't have to spend as much time thinking about it. Solo World Cup. We're mixing an ardor with 4 elims already. This duo in 5th place is going to be feeling confident. Let's see how he actually got these eliminations, right? Because it's no easy feat. It was Nebs and Marine who he found. And Ja, he ja, made a okay, sorry, quick Digga. work of those two. The big Neps thing und for this Sign-Up. team though now is that even with the eliminations they Andy have, and they Joe. aren't looking too strong when it comes to materials, and shields literally don't have any spare shields at all. So let's see what they Ah, can die sind actually 140 drüber. Vielleicht do when it comes to taking on maybe stronger wird teams. vielleicht gerade sehr, sehr knapp reichen. So dass es Stronger keinen teams Storm like Switch Joe kriegen. and Ziandi here. Or Queasy and Venno. Or Queasy and Venno. Ja, 4 das elims ist on the krass, board for ja. this duo. You can see the quickness. Das ist jetzt Really krass, excited. einfach. This match in 7th place. Queasy und Venno auf Made High, the duo. oder? They want to make something happen. We know how much they like Ja, full staying high. up Gut. top, reaching for the stars, and if they're able to pull the zone, even if they don't pull it, pretty confident that this could be their match. This has to be a game where they hold on to height and get a bunch of limbs along the way. We've seen them trying to take it so many different times and struggling to hold on with it, be running out of mats, maybe lacking a bit of concentration and having it taken from them. Regardless of what it is, it can't happen Ja, again. 400 This has drüber. to be the game for them. There won't be many people Und Storm Surge ist jetzt auch who schon get to vorbei. take it off of them. For Kylie and for Strokey, we saw them have a Diese really Metallwände sind so wichtig, ne? they almost were able to win out the whole thing, come in second place. But with what they're working with in terms of materials, it will be very hard to replicate that kind of a performance. It will just be down to what they can do with their Krass ja, offense. dass das immer noch so mit der Pyramide Mr. machen. Savage playing as a solo picked up an Ja. elimination. It could be what he needed from being below on Storm Surge and not even in zone. We can continue that momentum Weg forward. ist die But for KS, DKS Alter. and Siptos, they're looking great as well. Armored walls, Matt's loot. But Hellfire on the contrary, Oha. although he did get that elimination onto default, Flowis. His duo Oh partner has no, gone down. Hellfire. Rotate has to come through. He has the grapple glove. He has the Hellfire armored kann nichts walls, but machen. he has to use all of his materials, his loot, to withstand the shots coming through. As he's not getting Das his ist match scheiße loot für Hellfire. The lobby spray might just be too much for him to handle. Now that he's down to wood, they'll know he is weak, and so the sprays will not stop. He will be forced to get out and try and do everything. he Ja, can to kann stay nichts alive, machen, but hä? Everything is not enough. He eventually Was will. will der machen? Was will der But Hellfire as da you can machen? see, things are really starting to shape up now in this game. The likes of Savage Queasy spielt and ohne Reynolds still Helden. looking good on height. Joe and Ziandi aren't too far away. Also Helden ist But überhaupt Mr. nicht mehr Savage dabei. only solo. His job will just be to try and stay alive, barely above Surge. If he can just Aber be Savage, Bruder, inconspicuous, oh he shit. can stay alive. Ja, But if he elevates himself up too much, he might Nice. get chopped out, almost happening right there.
I'm confident in Mr. Savage, especially as a solo. He's one of those players that can clutch it up. Ananas So and Pink and Pink. Nos, they don't have to clutch it up as a solo. Both players up incredible amount of damage, but on the far side of zone, the shots coming in from the players that have already rotated. It's gonna be Crouch, bro. difficult to get to the Oh, But it looks like they're able oh mein to Gott, do it. Message. Solo and Nos Oh taking mein the Gott, die hinten shot, but Message he's one mal shot Luca. away. Oh mein Gott. And he could get knocked down here, but he's feeling confident. Anas literally has one build left. Oh, sein Mate. Oh mein Gott, By the way of wichtig. HP. Wichtig, They need to take wichtiger out Kill. And that's exactly what they'll do. Pink will connect with that one. Oh, Nein! back of the zone. There is nowhere to hide. And so unfortunately, Ach, Pink du and Anas Scheiße. will fall, and he just has to Was make soll use denn of Pink this da jetzt movement. machen, Digga? Zone actually pulling back will be Ah gut, extremely Zone for pullt Pink. wieder back, der By stimmt. the end of the day, it is looking really, really rough, and really rough for Ziandi as well, because obviously he did lose Joe, and so now as a Ist der Andi, solo, Mann. trying to do what he can, and actually missing a shot, that's not something I'll Ich hoffe, wir haben immer noch die gleichen, die auf High sind. Nämlich Veno und Queasy, ja. Veno hat ja mit Aqua ja das eine FNCS gewonnen letztes Duo, also in letzter oder vorletzter Season. Und Queasy hat ja letzten Chapter auch schon eins gewonnen, Trio FNCS. Wenn die beiden jetzt zusammen eins gewinnen, die beiden Winner, die schon mal gewonnen haben in FNCS, dann wäre echt krass, aber ich glaube nicht, dass sie das FNCS heute gewinnen werden, tatsächlich. Aber die haben eine Chance, natürlich. Auf jeden Fall. Veno ist auch so ein Spieler, der ist auf einmal da, ne, und schrottet irgendwie alles. Veno, ist Veno nicht damals, Chapter 2 Season 2 war er schon mal ganz kurz dabei und eigentlich war er mal ein Apokalypto-Spieler, ne, Apokalypto Veno war das, glaube ich mal. To do anything in this game. Look how every team he jumped to Takata just has a player with no match. Genauso wie Leggy. Absolutely nothing as well. It is so hard for these players. Der ja momentan der größte Rust Pro ist. Nein! Aber er hat ihn genockt, aber er hat ihn nicht mehr gefinisht. Och du Kacke. Message ist dead. Sadie, kriegt er den Killpunkt eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Weil er hat ja so den Kill jetzt gekriegt in-game, aber ob er den Punkt dafür kriegt, weiß ich nicht. Veno, oh mein Gott, no. Der wurde gerade ultra gesprayt. Wir sind aber auf Highground, immer noch, natürlich. Er muss sich die Mini unbedingt gönnen. Death und Skyden. Die haben gerade Varial und Janis Hooked am Anfang geholt. Das waren die letzten im Leaderboard, haben ihn kurz die ersten weggeholt. No Rainy und Reason, Alter. Boah. Bruder, komm. That's true dead. No Rainy ist dead. Ja, Veno und Queasy. Veno und Queasy, Digga. Nein. Boah, ich wollte gerade sagen. Veno und Queasy gewinnen die Runde. Eliminations for Queasy and Veno. They've been looking to do it for so long. They wanted that high ground and they got it and capitalized on it. They have been waiting to have a game like this and they took their chance so Ob besser geht doch gar nicht. They almost lost high ground, let's not forget, right? You know, Riley and Reason made it very, very awkward at the end. But when they recovered well and they win the game. Queasy, the one thing. Skyden ist auch krass, ne? Dürfen denn auch nicht mal jetzt letztes sein, warte mal. Ja, alles aktualisiert. Ja, die haben jetzt die eine Runde, vielleicht haben die vorhin die Runde, konnten die nicht reinstellen oder so. Kann ja passieren. Wo haben wir denn jetzt die Leute, die jetzt gerade eben Zweiter wurden? Ah, hier, die sind jetzt 42. So. Banyak. Guarini. Oh, die sind wieder ein bisschen weiter nach oben gekommen. Aber die sind vom 19. auf den 16. gerade gegangen in der Runde. Ist halt kein gutiger ein Platz noch und dann haben die auch wieder ein paar Earnings mehr noch.
The most Okay, danke. important part about all of this as well Kuss is geht if raus. you guys remember from the standings that we just saw in the last round, there was about a 60-point disparity that kind of took place between first to fifth place and under, and now Die sind 3 Plätze wieder nach unten gegangen, ne? Weil die wieder am Anfang gestorben sind. Die sind zweimal jetzt als 50. gestorben. Auch schon einmal als 49. Die dürfen jetzt nicht nochmal komplett wegsterben, ne? Am Anfang, das ist so krass dann. Very tactful, I believe, from Queasy and Venno. Ja. Honestly, I think Queasy's had some sort of anti-sickness. Das ist wirklich geil, die richtig krass. Looking like a whole new man. He's a different person at this point. 8 eliminations for Queasy by himself. I can't remember the last time I saw Queasy with more than 3. And now we've seen him 8. Like this is a Veno play. Queasy Veno? Na, doch, die sind doch echt weit oben tatsächlich. Ja, die sind schon ein paar Mal gut geplaced, ne? Digga. 2 Punkte ist Merstach in Malibuka gerade vor Vadial Janis. Die haben ja auch Back-to-Back-Win geholt, ne? Merstach in Malibuka. The defending FNCS champion there with Veno, and now for Queasy, it is so tight in this top 3. 5 places. 5 places, Reese. Ja, das ist Session, was sie haben. Die haben bisher gleich viele Punkte gemacht. Anscheinend. Nee, also Placement Points. Killpunkte haben halt die anderen einen mehr. For Vidil and Janice, man. Exactly. We'll come to the Vidil and Janice exchange in a little bit, but the Malabuka and Mustache clutch was so good. Of course, we saw Mustache ended up going down a little bit. Die haben nur ein Kill mehr, deswegen haben die 2 Punkte halt mehr. Crucial couple other placement points, which just kind of slithered them over that threshold, right? Across 12 games, small plays like that, a couple placement thresholds adds up a lot when you multiply it by 12. And there's a reason Malabuka and Mustache are known for being a low ground priority team, and I think that this game is a primary example of it. Just the control seems so effortless here from Malabuka. He just knew exactly how to move around a lot of those boxing positionings to make sure that he wasn't putting himself in a spot where it'd be easy. Ja, krass, ich glaube, die haben schon mal ein FNCS gewonnen, ne? Boah, ich guck mal nach, wir haben jetzt Zeit. Ich will mal kurz gucken, ob die schon mal ein FNCS gewonnen haben und wenn dann auch zusammen oder nicht. All. Also der hat all 294.000 Earnings. Ja, manche haben auch Dings-Earnings gemacht, ne? Also Konsolen-Earnings, von daher müssen wir gleich mal ganz kurz gucken. Manche Leute haben ja auf Konsole ein bisschen Earnings geholt. Hatte aber nicht, er hat nur bisher auf PC wahrscheinlich dann gespielt. All Events. Wollen wir mal gucken. 150.000 each steht da gerade. Mehr ist das ist krass. Mal gucken, ob FNCS, ich will nur gucken, ganz kurz, ob er schon mal eins gewonnen hat. Hier wurde mal Vierter mit Merstach auch tatsächlich. Mit Merstach Vierter geworden. Das war das letzte FNCS. Krass. Dann hat er echt schon Earnings, ne? Auf jeden Fall. 60.000 each. Boah. Das tut so wie auf 60 FPS da runter zu scrollen. Erster im Solo Cash Cup, das ist natürlich immer geil. Das ist natürlich immer geil, das nimmt man immer mit, ne? Als so ein E-Sportler. Hier wieder so ein Erster im Solo Cash Cup wieder. Hier auch nochmal Erster, aber hier halt nicht in der nächsten Runde. Aber Erster wurde auch schon, Alter, das ist schon krass. Hier auch mit dem Erster, hier war das auch Trio. Ah, das war Grand Royal. Hat er bei dem FNCS nicht mitgespielt? Ist aber, warte mal. Ne, der wurde auch hier 15. mit Merstach, der 8000 each hatte bekommen. Der spielt schon gefühlt sein ganzes Leben, Leben lang mit Merstach, ist, ja. Also zumindest jetzt glaube ich schon seit ca. 5, 6 Seasons ungefähr. 5 bis 6. Ja, halt, auch noch wo, FNCS Finals wurde er 7. 25.000 each, halt Trios. Ach, schon geil, ne? Ich glaube, er müsste auch einer der krassesten mit den Earnings sein, so weltweit. Ich glaube, er ist irgendwie die Top 30 auf jeden Fall drin. Hier, Raijas Quit, kenne ich nicht, Rijas. Ich kenne nur Rias. Ist das Rias? Raijas, ich dachte gerade, hä, was? Aber das ist Rias, oder nicht? Ist das der Rias? Ist das Rias, Digga? Das ist der, nee, der spielt mit Tricks, das ist nicht Rias.
Nee, warte mal, das war aber letztes Jahr noch. Mit Lucia. Ich glaube, das ist der Rias, ne? Das ist der. Oder ist das der nicht? Wir müssen runtergehen dafür. Wir müssen tatsächlich dafür runtergehen, ob es. Ich weiß gar nicht, das ist doch Rias hier. Ich schon sagen. Das ist auch unser guter alter Rias. Der sich damals fast fürs Solo World Cup gequalifiziert hat. Ja. Das ist der. Das ist der, Digga. Das ist Rias. Ja. Das ist der Rias, Digga. Krass. Der hat damals mit Jannis gespielt? Boah, okay. Der hat echt damals mit Jannis gespielt, das ist krass. Mit Pusher. Ja, das ist natürlich, es ist der Rias. Zesten hat er damals seinen ersten Cup gespielt. Ach nee, das ist ein anderer Cup, ich wollte gerade sagen, hey. Nicht Dichlo und Evers. Boah, Bro. Das ist der Rias, den wir alle kennen. Der Deutsche. Season 1 Chapter 3. Ja. Guck mal, das beweist, wie lange er schon nicht mehr spielt. Gut, Season 7 Chapter 2 hat er halt noch gespielt, ne? Mhm. Das ist der gute Alte. Ich wollte jetzt eigentlich wissen, ob die nur noch bei irgendeiner FNCS gut geplaced haben. Also sehen wir das jetzt nochmal. Okay, das FNCS, waren die dabei? Das war ja das Season 8 FNCS damals, oder? Jetzt, nee, das war Season 7 FNCS. Die wurden 28. mit mehr Touch, 1200 each, okay. Irgendwann im September. Oder das Late Game, ja, keine Ahnung. All-Star Thanos Cup, wo haben wir denn hier? Semifinals, Reboot. Nee, er ist nicht mehr reingekommen dann, ne? In den Reboot, ja, schade. Wir sind bei Malibuka, gut. Da war aber schon früher mal dabei. Er ist Qualifier, er kam irgendwie nicht rein. In der Season. Er hat irgendwie auch mit Mayhem oder so gespielt, sorry, aber ja. Da ist auch nicht zu erwarten, oder? 19. im Trio FNCS Finals. Schon krass, manches, das finde ich echt geil, ne? Hier erster geworden, ja gut, ja. Beweis halt, dass er damals auch krass war schon. In Season 4 Chapter 2, mindestens. Ja, halt irgendwie nie FNCS mitgespielt, ne? Kann das sein? Oder halt nie gecallt. Season Finals 98. Ah, stimmt, das war ja, Dings. Nee, warte mal, das war Season 3 Chapter 2. Gab's da noch Solo? Okay, krass. 198, da hat 1000 gekommen, okay. FNCS Week 3, er kam aber überhaupt nicht rein, ne? Ne, kam er nicht. Er hat Season 4 auf jeden Fall nicht geschafft. Nur Betty Cup, Digga, was ist das eigentlich für Kacke gewesen? Aber Bruder, come on. Dass der mit Rias gespielt hat, hä? Boah, diese Daily Cups, ne? Gut, ich glaube, damals war er doch noch nicht ganz so krass. Also seine Ära ging erst so ab Season 4 Chapter 2 los. Season 3, Season 4 so. Ja, davor hat er noch nie Earnings geholt. Einmal Winter Royal, gut, Digga, das ist ja was ganz anderes. Hat er auch sich auch einmal reingeplaced, gut, Digga.
World Cup Solo, Week 9. Mehr Stats. Der hat ja viel weniger Earnings tatsächlich. Hat da Konsolen-Earnings? Nee. Ist auch gerade bei 150.000. Hier können wir ganz kurz ein bisschen weiter nach unten runter schon scrollen. Weil er hat ja immer mal die Book als Mate gehabt. 20.000 halt. Solange hier mal im Booker steht, dann kann ich so weit runter scrollen die ganze Zeit. Hier hat er noch kein Mali Booker gehabt, gut. FNCS Qualifier ist ever vorher auch noch nicht so krass, ne, bevor er Mali Booker gekannt hat. Doch hier so 23. hier. 2000 Earnings doch. Bisschen schon was gekriegt, ne? Aber die Histories sind echt geil, das ist anzuschauen. Davor hat er noch nie Earnings geholt. Krass, seine ersten doch. Trio Week 5. Gut, das war auch ein ganz anderer Cup, ne? Das war dieser, der erste Trio Cup war das ja damals, glaube ich, ja. Genau. Trio, ja. So gut wie der erste auf jeden Fall. Aber hier kam auf jeden Fall ein paar Mal öfter ran als Dings. Das ist ein Mate Mali Booker. War es immer geil zu sehen, sowas hier, ja. Und $100 hat er sich wahrscheinlich schon gedacht, yo, ich habe Chancen noch ein bisschen mehr zu holen. Vielleicht. Ja, wir gehen jetzt wieder rein, die werden bestimmt schon lange wieder gestartet haben. Ich will nur nicht immer direkt das von Anfang an jetzt immer in einer Runde gucken, ist ja langweilig, ne? Wir wissen jetzt zwar nicht genau, wer alles schon aus der Runde raus ist. Hardline ist gestorben. Schade. Aber ja. Mal gucken. Virgin. Thomas HT. This is a fight I've actually seen between these two quite a bit this season. Ryan and Thomas both landing towards the Rave Cave area in solos, and so they've had a fair share of battles and obviously in duos as well. They've had to interact, and when they have, I wouldn't say it's always gone in their favor, but right now it certainly is. Thomas is taken out. Going against both Nebs and Marine, though, that was a very difficult fight for Thomas to end up on the upper end of, but I mean, there is more matches for this duo, and we'll have to see if they can find a way to come back out on top. The big problem for that team, though, is that they are in pursuit of what was going to be quite an impressive comeback. They were on the rise, and so to have a bit of a hiccup like that one is awful for them in terms of momentum. Will they be able to regain their valuable third place slot that they've held on to all year so dearly? Or will it be the first of poor performances that we've not been accustomed to seeing from that team? I certainly hope it's the former and not the latter, but you never really know in the FNCS, right? You never know, but what I do know is that Vico and Jackson here, close to Hydro and Belusi, I feel like they're trying to sniff something out here. We saw Mr. Savage and Hen, they're on the hill that normally Seti and Cammy like to be positioned on to look for tags, look for shots. Both duos looking at the same angles, but Hydro and Belusi now playing it slow. They know Vico's there. They can see him through the brick, through the cracks. No shotgun for Hydro, though. So it's more an SMG get-in type play. Instead of get a big shot with the shotgun, as Belusi has already lost a bit of shield. Hydro and Belusi, 2 games in a row today. They have went down to Surge. They have struggled to do enough damage. Vico. And they have struggled to make it into endgame. They currently sit in 11th, but this is a team that was quite literally in the top 10 to start the day. They were sat around 7th place. And so to see them in 11th is not good at all. It's been a lack of continuity. Almost forgot to speak English for a second. Look, it's okay if you forget how to speak English. If Vico and Jackson don't forget how to take these engagements and come out on top as they continue to just kind of peek around. I don't see too much aggression, though. Both duos seem pretty relaxed here. Vico trying to see if he can chop down his opponents to create an opening. Hydro Vico. Jackson so far down below that
Vico shouldn't be taking any big engagements here, being so split from his duo Kann partner. sein, wo ist der Teammate von Vico? So Vico's trying to keep them up there occupied. Yikes. You can Das see he's blieft. breaking everything out. Ich And wusste Vico's es. doing a great job of keeping Hydro and Belusi up there. They have no clue right now Das that blieft it's die being ganze chopped, and I Kacke think now gerade. they might be starting to get an idea, but will it be too late? I don't know what's happened here. Okay, Vico's dropped down into the bush. And they're still staying very, very high up. Jackson wasn't able to chop it out. And so now they will start to drop in. He finally does chop it, but it is a bit too Ja, late. viel zu No, spät. it's not. Belusi goes down. Belusi From ist the aber drop, dead. He got one, now Richtig. giving them the advantage in the 1 versus 2. Vico and Jackson, it took a while, but it seems to have worked, and now it's caused Wichtig. vision from Hydro, other players in the 150 board HP. to take shots as well. And now with Hydro being the last man standing of the duo, he's forced to try and get out of the situation. Hydro and Belusi have been so off the mark so far today. We always talk about this with teams, right? If you have a really good day one, can you keep that momentum rolling into day two? So far, Oh, this Digga. team has not been able to do that. It's difficult. It's what you need to do, though, to stay on top. It's easier said than done. But for Despictos and DKS, being in the Despacitos, top 10, Bro. they could maintain a bit of consistency throughout these next matches. They could bump themselves up significantly. But for now, they seem to be playing it. Ich hole mir gleich mal was by zu the book, trinken. Ich trying to hab get a bit of schon wieder damage. komplett leer getrunken. Mann. Ich bin sehr durstig gerade. DKS and Die ganze Despictos Zeit currently anscheinend. in the top 10. We saw them have some nice plays yesterday. Ja, ich hole DKS noch mal ganz kurz easy was. clutching one of the big games in day one. It hasn't quite been that easy of a road for them. Queasy and Vino haven't had the easiest of roads, but certainly looking on the up. And so if they want to continue to be successful, they're going to have to keep on having the highs. So Mini, what's going to be the key? We're going to bring you in. What's the key to these guys staying so high in the standings? Course off the back of a really, really good game, Queasy and Vino. We can see them having very, very similar loadouts, if not exactly the same right here for both of these players. Able to carry as many heals as possible, and as we just saw them, they're in a good position. They're in the center of the zone looking for those Storm Surge tags. Now, something a little bit interesting. Janus, he went down at these little chug splash chests before. Look how careful he's being now. He's not taking any chances. He's building. He's being extra careful. He's got his shotgun out. He's making sure that no other players are lurking. He, of course, benefits from this by getting those chug splashes as well. But this is something that we noticed because I thought it was absolutely hilarious. He's really, really, really really careful because look, he doesn't want that to happen again. He wants to stay alive, he wants to do well, and he wants to stay on top. Look, learn from your mistakes. Janus took this very seriously. I'm sure Janus is never going to look at a campfire or a tent, the same ever again. He's going to be checking those tents even in real life, making sure there's not an opponent waiting for him. As now Janus and Fadil continue to rotate through. Not been picked off early. Luckily, they still have so many points that they're up top on the leaderboard. It hasn't impacted them as heavily as it could have, as now Xwiz and Podosai continue to find those shots after coming out on top 3 times in a row in the early game against Taste and Chapix. And no other team has done that so far, which is quite impressive. But of course, these guys are sort of put into a hybrid chamber together. It's like a pocket dimension, right? They're just separate from the rest of the lobby, just constantly battling out at each other towards the north of Loot Lake. But for the Despictos and DKS, from the tranquility earlier on, now the aggression, the fire within these 2 players, they continue to push forwards like a train going through these builds, trying to find a place Ich to habe stop. This clown now überlegt takes und the ich werde ja lead. morgen so oder so um 6 Uhr streamen, weil ich am morgen Abend gar nicht streamen werde. And as the zone closes, it's not too far away. There isn't too much danger to make it back into zone for this duo as they continue to pop the chug splashes, make sure they have a good amount of shield HP, and decide now, is it worth it to try and take out Clown, or should they just rotate into zone? Well, the decision is made. They pick up Clown, and that damage will put them above the threshold for Surge. 40 above, that is. They do have the shields to get themselves back up to a healthy HP point once they're in the zone. So, nice work there to get that fight over and done with. Janus and Vidil, they do have quite a ways to go, and a couple teams that will be rotating side by side them. Let's see when exactly they decide to start moving.
That will be key to how successful they are in getting to the zone. And then Mr. Savage being down below. They have been playing it pretty passive from Tilted Towers, even though the south side is taken by Vico Jackson. Haven't seen a lot of clashing between these two duos here in day 2. Sees the Andy in the feed taking out the Siftos as well. We saw how that engagement was going earlier on, but being 270 above for Mr. Savage and Hen, it allows them to be a lot more focused on their correct route to the zone here, as it has pulled a ways away. And now as we switch back over to Joe and Ziandi, coming from those 2 eliminations they've secured, even though they have 640 damage, even though they already have a couple eliminations, they know DKS is alone, and they want to capitalize on it. Joe and Ziandi are 2 very difficult players to fight. And this is exactly why they just come at you from different sides, and they make things so hard. And they'll eventually take him out, but now they need to be careful because there's a team chasing their tail. The armored walls gives them a bit of time. The Hellfire and Flois almost were able to capitalize. That almost got scary for them. It got scary for them. Almost got dangerous as they now have a bit of freedom to rotate in due to the zone being a bit of a ways away. So Flois and Hellfire are going to focus on rotating first, and then they can look back and try and hold Ziandi and Joe if they feel the need to. But Joe and Ziandi are taking 2 separate paths, which is a little interesting to me. Hopefully they can find a way to regroup as Ziandi now has to cross this lake. But he's using so many materials, and with only 37 HP, it's not looking good. Yeah, he has to use so many. There were so many irons on him, people taking shots. He needed to guarantee his safety, especially with how low his HP was. It's always worth using your materials in situations like that. You'd rather stay in the game and be low materials than save your mats and go down. Now Pink and Anas. 47 above. The zone not looking to be on their side, pulling all the way north to the Coney Crossroads. They're going to look for damage, and then also in the meantime, an option for a path to zone. But Vortex, yeah. Connecting the shots he needs to connect. Still 36 below, but now with these 2 eliminations, if they're able to secure them, it could be what they need to stay on top. They've already knocked down Reason. Noah now, last one standing. Will they be able to kick him down and finish this off as Bevies gets cracked now? Noah, we know how mechanically confident this player is, even if they're having not the best of seasons. We know that this is a strong duo. And Yeah, Noah is Reason definitely is a dead. player that can come out on top in a 1 versus 2. Jetzt but nur now noch the Aureli. Sixers, Bevies Nur noch, ne? wanna Nur force noch. this engagement. Oh shit. He's done well to drag this fight on as long as he possibly Ja, Reason has. ist komplett dead, aber einer hat 30 HP, der andere hat 80. This fight, they are Ja, Bruder, es wird schwierig, ne? Nur Aureli kann es holen, muss es aber nicht. He's doing a great job right now. Ein HP. He's literally down to 1 HP. Hi Nilio, was geht? 1. Auch wieder back. Just 1, but 1 is enough to still be standing. As Vortexers now grouped up. Digga, der eine Typ, der hatte 1 HP, They have Digga. to figure out the rotate. The Yeah, zone is unlucky. closing. He's dropping the bandies in the big pot. Doing what they can to make it. Noah taking a different route. Trying to be a bit more careful here. As now the rotate comes through. It's all about blocking your line of sight from the duos that are already in zone. Looking back at them. And Janice and Vidil, the #1 duo, only 51 above in a position that they're not yet in zone. Players taking shots. Janice getting hit. This could quickly turn into a crucial, a devastating position to be in. We saw how they struggled last game, and so it's really on them to make sure that this is a good one. If they aren't able to start getting back into top shape, things are going to start looking... Digga, Joey kann einfach nichts machen. standings, and that's far from what they want. 25 Bits von der MP. Joe, all alone, with not really much to work with. Look at those materials. Look at the HP. Oof. He is going to have to do a lot, and more than a lot, if he has any real chance of having an impact. Let's dash the Malabuka. Look at this.
this is going to be Oh no. such a key game for them. Janis und Mers touch nebeneinander. To really start to build a gap if Janis and Vidal can't hold on. Both of these teams neck and neck right now. Tied on the leaderboard for first place. Both of these duos, Die sind beide gerade Erster. Ganz genau Erster. This is so dangerous. If they take Komplett. the engagement, and it looks like they're gonna do so, Merstash, he's found Vidal. Vidal is low on shield, but they do not want to take too much of a risk here. They have the shield keg running. They're recuperating shield. They can take shots. They can trade. They can do everything they need to do a bit of damage, as now the players continuing to make their way to zone. Janis and Vidal finding a nice route, using their opponent's builds, using the natural mobility for cover with still 82 builds. They're looking strong. If those two teams would have fought there, that would have been monumental. It would be possibly a tournament-deciding fight with the way things have been going down. Vino and Queasy aren't too far away either, so we have all of the best teams in the lobby right now, really going at each other. And although Joe would love to be involved in that battle, in that party, without Ziandi, there isn't really much he's going to be able to do. Of course, we saw Ziandi do some crazy things yesterday alone, and Joe is a crazy player within his own right. But it's going to be real hard, especially in this zone of all these players positioned how they are. Queasy and Vino, I'm excited to see if they're able to pull something off up above in the clouds again. But to get there, the end game has to begin in 5th zone already. First zone pulling seemed to be more to the north. As now those duos are already based up around the Daily Bugle. This Alter, is a Andi dangerous Lex ist auch zone, dabei, and das the ist das. changes in elevation around Daily Krass. Bugle, they're nothing to joke about. It's going to be real awkward for teams that aren't able to get ahead and quickly find positions as the zone moves. You want to make sure you are proactive in that sense. Nein. Along the way, you might Oh mein find Gott. some other teams with the same ideas in mind. And if that Holy does happen, shit. you do have to start taking shots. Flowis hat wenig Hellfire HP. and Flowis are well aware of that one. They almost ran into a lick of trouble. Nein, What are was you machen doing, die? my friend? I don't think this vehicle's going to be the way. Almost losing all of his HP and Oh in mein fact Gott. losing practically all of it down to just 15. And Queasy's having some struggles himself, but now the journey back into zone will continue. Vino, Queasy, be careful. So low. Mali, Malibu Buka. and Merstash, though. They have the Hat eine HP, ultra they gut have the gedingst. shield, Ein Drop but ist down auch dabei, below, Alter. walking through the mud, those players up above. Mali Buka, 170 HP, oh mein Gott. But a quick box from Malibuka. Flow ist weg mit is ihm. flowing himself back into the lobby as now Janis has lost Vidal. Janis The und number Vidal. one duo tied with Merstash and Malibuka. It's getting closer and closer as he used the med mist to get in and Mali Buka und Janis sind beide Erster gerade. Neither of our teams tied for first want to let go. Both of them so desperate, so hungry to maintain that spot. But right Paco. now, Malibuka and Mustache Paco are auf the ones High. that are fighting for it, vying for it more. Wow. It felt that way at least. And we're seeing other teams want to get involved in the party. Seti and Cammy finally making it deep into one of these games. This is where we want to see this team. For Janis though, does he have what it takes? He doesn't even have a shotgun, just a burst assault rifle. If he gets into a fight, it's going to be real tough. It's Janis, so Digga. important for Janis to do a good job here from the match where they got Eland off the start, not getting almost any points at all, to now being alone in the late game. Still 11 duos up. There's a lot of placements to be made, and another Swag player, is dead. Pablo, as well, has to do it. Pablo doing everything he can. Seti, Oh, Cammy, Seti und Kami, oha. still here, still together, and they've got a lot of builds as well. This is really setting up to be a top game for them. They just have to avoid this pressure, and so the armored wall will come through for protection. Krusty and Janis lebt they're noch. the ones up above. They are Merzeit und very Dings ist auch schon lange comfortable dead, glaube with ich. their armored walls, but Janis down below with Nein. 3 falls with 262 points. Ja, Merzeit und Mali Buka sind wahrscheinlich schon ein bisschen länger dead. Gripey and cheating though, they have everything they need right now to make this a good game. This could be their chance to bump themselves up the leaderboard. You see the feed, players going down one after the other. We have Art Skill, Seti Cammy down below, Podesai, Andy as Walks gets taken out. Gripey and Cheatin now, more of an opportunity. They're together. The chemistry is at an all-time high, and they're looking to make something happen. But this is scary for everybody else in the lobby because Seti and Cammy, they are trying to claim low ground.
He's down to just wood, and so he'll need Cammy to start reeling in some materials from somewhere. But that's never out of the realms of possibility for T-Chips and Art Skill, though. They are popping off. T-Chips has 5 limbs all by his lonesome. And Paco as well now, putting the team on his back with 5 limbs. Krusty needing to catch up. But now that they've dropped down, do they have what it takes when they're not on height? They've given the position to Griping and Sheeden up above now with the opportunity to take those shots on the players down below, let the party end and go in and strike at the perfect moment. But for the duos down below, Paco, Krusty, Seti, Cammy, the battle has to begin. Cammy is cracked. Seti has decided to play it alone. He hits the shots needed now with the backup on the Cammy. The Alter, down Kami. below. Seti could get a big Oh, elimination Seti. here. He takes the siphon, gets the shield, gets the finish on Art Skill, but is he gonna be able to stay up? Seti noch Solo. Seti struggling, he's getting a bit Ja, overwhelmed. Seti ist wahrscheinlich dead. GG. You've got to think cheating will Kann Seti nichts machen? Kann der nichts machen? Kann er nichts machen? Ja. Wer ist denn das? Das sind ja beides Newcomer, oder? Hä? Das sind 3 Teams noch? Ja, hä? Was soll das denn jetzt? Rixay und Cheating gewinnen. Wer sind die, hä? So, wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen, oder? Haben wir uns jetzt... Das war die 3. Runde. Jetzt sind nochmal 3. Genau. Ja. Jannis und VD sind damit wieder Erster. Sonst einer hat 8 Runden halt, ne? Kann man halt sagen, bei den 8 Runden, da hätte man definitiv mal kurz mal 4 Punkte mehr machen können. Das war ein Pace gewesen. Hen und Savage wieder 3 Punkte zurück. Die sind jetzt der 19. Shepix und Tyson. Nee, halt dein Maul. Sind die dumm? Sind die dumm? Hä? Hä? Was ist das für eine Scheiße? Was machen die, hä? 3-mal letzter. 3 Sekunden kürzer überlebt und hier auch wieder 4 Sekunden kürzer, du. What the hell, Alter? Holy shit. Was ist bei den falsch? Was geht ab? Da komme ich gar nicht drauf klar. Hä? Oh, was machen die, Digga? Hä? Scheiß drauf, Alter. Aber holy shit, Bro. Come on. Queasy Veno, Joey und Set Andy. Andy, Bro. Andy. Komm. Wer ist das schon mal? Und Janis und Vini. Gut, Joey und Andy sind jetzt circa 30 Punkte. Nee, 36 vom ersten entfernt. Und damit auch 33 Punkte vom Messerchen bei Booker entfernt. Weil die Booker und Messerchen wieder nur 3 Punkte vom Vedil und Janis entfernt. Das ist aufholbar, definitiv wieder. Ja, gut, was soll man sonst sagen? Mal ganz das Twitch gucken, was ich bei Twitch ganz ab. Ist die Auslastung immer noch gleich, Minion? Ja. Ungefähr. Ach komm Leute, wir gehen mal ganz kurz in seinen Stream. Guck dir das an. Abbremst. Es gibt ja wieder mal eine Crossplay in dem Game. Oh, Treasure. Das war ich. Also Treasure, erst bist du weiter links und dann hast du halt, du es da in die Mauer gedrückt. Ja, der kann ähnlich Probleme wie ich. Weil du dann abgebremst hast, bin ich draufgefallen. Und du kannst die Dinge abkürzen, ja, die Kurve. Und kriegst dafür keine Straße, what the fuck. Und
Janik wird schnell in der Box. Okay, die Steilkurve geht nicht ohne Flügel. Schade, der antwortet nicht. Kann ich dir schon mal sagen. Ey, Frechheit. Zu. Jetzt antworte doch mal. What? Was nicht, was bei Mr. X reinschaue, den habe ich mal letztes geschrieben. Grades gucken ohne Video. Nice. Folge ich den auf Twitter, ja, ne? Mann, ganz RIP. Zetti lebt noch. Mit Kami. Hä? Guckt er sich das von gerade eben noch an die Runde? Ja, natürlich folge ich ihm. Ja, Hannover, okay, ich auch. Moin Killerstraße. Habe ich schon moin gesagt, weiß ich gar nicht. Zetti und Kami haben gar nicht so viele Punkte. Ja, die haben noch lange keine 200 auf jeden Fall. Jetzt mal die Buka erster. Wir gucken gleich nach der Runde. Ich gucke jetzt kurz die Runde zu Ende. Ja, dann können wir dann direkt in die nächste Runde rein. Das ist gut. Schickt der jetzt wieder schon Scheiße. Es war eine Falle vor mir. Hä? Ja, der kam einfach fully dead. Kam wieder 11 Gegner in der ersten Zone, ja, ist klar, oder? Oder 11 Spieler insgesamt. Seid ihr einfach fully dead? Maybe. Hä? Seid ihr komplett dead, Junge? What? Holt vielleicht, wenn dann Glück hat, noch Top 3, aber mir nicht. Nö. Ah, danke dafür, Digga. Hä? Na, die gewinnen. Okay, wow, das ist ja unlucky, Digga. Mein PC geht einfach so aus. Schade, ich hab's sie doch nur beantwortet. Hä? Tja. Mr. X, Digga. Danke, Ich glaub, Digga. der ist wieder Erster, oder? Danke. Aber auch nur mit 3 Punkten, Junge. Komplett Kopf an Kopf drin. Was machen die denn? Wieso machen die das so spannend? Hä? Hä? Bro, come on. Du bist gerade auf diesen Kanal gespielt. Du kannst wieder chatten in 10 Minuten. Wieso wollte ich jetzt... Hä? Rein. Moin, bin der Echte, mein Neuen. Toll. Hab ich ja gesagt, oder? Ich hab Werbung bei Spotify. Das war die Buka erster. Hat doch einfach nur geantwortet, Digga. Komm schon. Sorry, Minion. Schade. Das ist jetzt beleidigend. Das finde ich jetzt schade. Das finde ich jetzt schade. Das ist dann auch schon langsam ehrenlos, ne? Das grenzt dann echt schon an bodenlos einfach. Bodenlosigkeit hier. Nein, halt dein Maul. Ey. Wow. To Podesite and X-Rees. Does that make it 5-5, Levin? Are we tied right now? From day one being 5-1 to now being 5-5. This is crazy. This is insane. Trulex, Chico, and Rocky Reels as well. They've had some early game engagements, but the ones we've been seeing from Tayson Shafix, X-Rees, Podesite, it's been crazy. I'm just
flabbergasted. I am lost for words about what we are seeing here. Yesterday, when Taser and Chapix 4-0'd Podesine XWeeze, the whole world watched and thought, wow, that's crazy. Like, that doesn't happen. And now today, we're seeing just the complete reverse happen. And so, Wann spiele ich wieder Fortnite? Morgen streame ich, morgen früh um 6 bis 7:30 Uhr. Und heute Abend auf Stream, also heute Abend spiele ich noch ein bisschen auf PC nachher. Wow, this is an off-spawn battle of the ages. Look, I'm curious to what happened, right? From Tayson and Chapix being 5-1 to now being tied. Did Bro, warum sterben die denn viermal hintereinander als letzter? Also er hat nichts gepostet, aber ich glaube er ist mad. Weiß es nicht. Chapix? Welche Uhrzeit? Habe ich doch gerade gesagt. Also morgen von 6 bis 7:30 Uhr ungefähr. Und heute nachher so von 22 Uhr. Von 22:20 Uhr bis 0 Uhr. Ungefähr. Folge ich ihn gar nicht? Okay, schon nicht. Ich glaube, die sind gar nicht abgefuckt oder so. Ja, gut, die posten nichts. Ja, ich geh mal hier lieber raus, bevor man hier noch irgendeine Scheiße sieht. Gehen wir hier wieder rauf, come on. Ist das gerade Nebel, Digga? Was ist das für eine Kacke? Sieht so komisch aus. The performance anybody would have been expecting, but you happy to see them rising back up the standings now? It's mixed emotions. Oh no. They're more a top 5 duo in my mind, but I thought this would be the one they take home. Free Mock. Alles Deutsche hier, alles Deutsche gerade. Free Mock ist dead. Ich bin in der Waschenbett. Was für Waschenbett? Keine Ahnung. Ich muss mir kurz mein Fenster zumachen. Yeah, but to be fair, they've not been too bad. I think for a team of their standard, of their quality, I feel like they've had some nice moments in day 1. Day 2, I'm not too sure. We've not seen much of them at least in day 2, right? So we'll see. But for the Polish duo, I think they definitely have shocked a lot of people this season, and it's good to see them here, right? Even if they aren't competing with, you know, the Janice and Vidils at the top of the standings. This is a great foundation to build off of. Looking over at Forziar though. Oof. This is dangerous. This is more than dangerous. This is. Can you make it out, Forziar? A sliver of HP. Ich möchte mir kurz das machen. Down, trying to find you. As Freight might have been the one that found him first. Blixie close by as well. And Vico has decided now, with another duo close by, Forziar gone, he's going to go right back to where he came from. Unfortunate for Vico. You know, when you put in so many hard yards to try getting a limb, and another team steals it from right underneath your nose, it can be a bitter feeling, a bitter taste in your mouth it leaves. Because it is the nature of the game for Queasy and Veno. This has been in their nature. They have positioned themselves up on this shifty hill. Every game where the zone allowed for it, both of them splintered. Queasy on this hill, Veno positioned a bit further towards the south. It means they have such a wide range of angles to look from and spot players out all across the map. And it's been something that's been relatively uncontested for the most part, right? We've not seen them have too many issues when taking those positions. They have so much map control, but that's the ultimate goal in the earlier stages, to gain map control. What's good is for this match, the zone has pulled more north. It is first zone, so things can change, but so far, it's a north pull.
So for Queasy and Vino, being on top of that shifty hill, it's going to be in an amazing position, especially when these players start rotating deeper into the zone and crossing their line of sight up above. So. It's like Ardor might do shortly. He has lost Mixon. His duo partner's down. He has to make something happen. Yeah, and that's the thing. If you're Queasy and Vino, with how north the zone has pulled, you can very much anticipate a double pull towards the north, right? And so they're just going to be able to sit there for ages and just take shots at people. You can see Mustache postured up towards the north there. He has a line of sight on this battle. So if they do expose themselves, might have him taking shots at their corner. Oh, Malibuka, Digga. They were actually able to pick up. Wo ist Message? Ist er das, Digga? Kann das sein? Added to their collection of Tayson and Chapik. Nee, Message lebt noch, auf jeden Fall. They have than Tayson and Chapik. The majority of their. Sieht ihn aber nicht, keine Ahnung. Doch da oben auf der Hintergrund, deswegen. As now, with that zone pulling north, these players that were more south have a long ways to go. But for Strokey and Kylie, they're close. And without too many duos surrounding them, could be a positive or a negative, depending on how much damage they have and what they need. But a free rotate can be nice. Yeah, they won't be too contested out here. Not many players in the vicinity. And that's what they need. We've seen this team when they're playing on a congested side of zone with so many players around them. Their decision making hasn't been up to scratch at times. So there aren't too many players to give them issues. It allows them an easier passage towards getting to the end game. Doing Ziandi now. Boxed up in the center of the map by Loot Lake. But with just 20 seconds left, I'm curious to see where the second zone pulls. Will it be a double far pull up north in the mountainous area? Or will we have that contrary pull as it goes back down south? These players, some of them who are already positioned in, will be thinking about it and depending on it. There's no way this. You don't think so? It's going north. Chat, come on. is it going to pull up? It does. The double far pull. Levin knows it. Close to that logjam Lotus. And for those duos that are already based up there, you know, they're feeling happy. Of course, that's part of playing, right? When you are a player, when you play so many scrims, so many practice games, so many tournaments, you start getting familiar with zones, right? You start recognizing zones that you've played before, and oftentimes you want to have plans for each one. It'll be interesting to see what Hennemis and Savage do, whether they have a plan for this zone. Right now, it is just to move towards Shifty and get their wood up. Along the way, there are some players causing them issues. Issues that aren't too troublesome currently, as Hen looking to take some pop shots onto Podosai X Squeeze. Och du Scheiße, Digga, der wurde mies gehittet. Finding those Ach du opportunities Kacke. to take shots onto Hen. Hen, you gotta build a bit quicker there. He's been cracked down to Der wird 50 zu krass points from gehittet. Flopper. Now, gonna have to use those remaining shields he has, some minis, some splashes. Although I don't know if it would be worth it to use splashes here. Hopefully you can conserve them. As Ardor now still without Mixon. He did go down earlier, and he's continuing. Yeah, it's interesting. This team's been doing really well, but of course here, with Mixon being down, it's a bit of a concern. We actually have Minimine on the sidelines to give us a quick update. What's going on with this team, Mini? Well, Levin, they've started off really, really well. I want to dissect why that could be. Of course, we see Artur landing really, really north, really, really far away from Mixon. And this is just allowing him to get so much extra loot. We'll be able to see in a second how good his loot is. Just as a solo coming out of this drop spot gives him so much extra real estate on the whole area. We can see Mixon landing towards the sort of southern side of that as well. But Mixon goes to this little area, you know, the North Loot Lake area, decides to box up, thinks, okay, this is great, but look at his loadout. This is what ultimately caused him to go down. There's a player that pushes him. And of course, that DMR inside of the box, it's not going to do any good for you. So unfortunately for Mixon, he did go down. And again, they were very, very split. So now, as we see, of course, Artur as a solo, we do see him getting some tags, but is it going to be enough? Will he be able to get the reboot off? We'll have to wait and see.
We'll have to wait and see, but it's interesting to see those temporary weapons and what they can cause, but Rabob now happy with that quick elim, but based on where he is in the zone, he's got a long ways to go. A long distance to cover. But it's one he'll have to make, right? If we say it like he has a choice. Oh, I don't want to go zone today. No, I'm fine. I'll Stay inside. I'll stay in the storm. Cherry and Pachauer, though, they're in the storm, but they're a hungry duo that's in the storm. Vico popping some bandages. He has a lot of heals here to recuperate the HP. It could give him that advantage in this fight, which allows him to play it slower without worries of going down to the storm. But the issue is, even if they come out on top here, the zone's closing second after second. And Cherry, Pachauer, they've realized this. They have the advantage of the 1 versus 2, but they don't want to risk both going down after on the way back to zone. So Janus and Vidil securing a nice dead side position. They do have a lot of damage, not having the eliminations, but with the tags they've gotten throughout the match, they're playing it a bit safer. But now that iDrops has spotted them out, but he gets annihilated by Vidil, dropped down to 49 HP, and he might just let them rotate after that. That is not good from iDrop at all. He'll be feeling that pain. It's gonna cost him a couple big pots as well. The zone does pull further towards the northeast. Once again, triple pull north. Dangerous for the south teams. Yeah, but look, we're seeing Janus and Vidil, how they've approached it, right? They're all the way south in Greasy Grove. They found themselves in what is a nice position, and they're dealing good amounts of damage at the expense, of course, of iDrop. But they don't care. They'll keep on moving. Thomas and Trippin, though, obviously, we know they're trying to mount a comeback, and last game was a bit of a setback. However, back in this one, there is still a chance for them. What do we have here, though? Oh, dearie me. Uh-oh. Has he done it? It looked like he was almost able to get the reboot there as I saw the animation, but when Storm Surge started ticking, I believe Ardor realized that he no longer has that opportunity. Does go down. And Merstash and Malibuka, 12 chug splashes just in Merstash's inventory. 50 above. They want to get a bit more damage. Being down below in the shifty shafts, they don't have a lot of vision, but with so many duos close by, it is the congested side of zone. All the duos that have to rotate from their POIs in the south, the majority of them are on this side. So it should have some openings for Merstash and Malibuka, but they're going to choose to get a position first, then look back through the damage. It's already reached the 64 player threshold for Storm Surge to no longer be active here in this zone. So the rotates are going to continue coming through. Alien for Strokey. Just above in terms of surge, we saw them rotating without many people to take shots at. But now that they are in zone, there are plenty of opportunities around. It's just about picking the right one. Mustache is getting into boxes. Nebs, knock knock, who's there? It's Mustache. Wow. Nebs sent to sleep, waiting for the battle bus to come pick him up for match 11, because he's out of match 10, and now Merstash and Malibuka getting a huge impact frag. Gonna permit them to have the freedom to not have to do too much damage moving forwards. Now also capped on materials, capped on chug splashes, capped on almost everything you want in a late game. Being in the second place spot, this could be what permits them to take that crown and put it on their heads in the first place spot. But it's all up to their opponents. Pinka Nas, Janus Vidil. And then that's a pick shoe, Digga. They've done a great job of sort of holding this position, but there's not been much of that surge into that top 1 contention. When are we going to see them have their vintage pop-off game? I know they were thinking about maybe playing for height today a bit more. It's not something they've done at all in this competition. But if there was ever a time to whip that out of the locker, it would be now. Because teams like Mustache and Malibuka here on our screens have just been so dominant on that layer, wiping teams out as they please. In another game where they are set up to do just exactly that.
What I love to see is when Merstash and Malibuka, they're in the zone. They already have damage. They already have loot, materials. They have everything they need, but they're still looking for more. They know how confident of a duo they are. And when they see a chance to, especially if it's a solo, or they get that entry possibility, you see them continuing with their aggression. And for Tripper and Thomas, they had a rough start, but it looks like they've been able to make a comeback, because you can't get those comebacks without a setback. So now Tripper and Thomas, almost 1,000 above. They have a long ways to go for zone, but with the loot, with the resources they have, if they're able to pick the right path, they could be able to do just that. Joe and Ziandi have fallen a bit in the standings, just one place. We saw them in second earlier. That was taken out of their hands, ripped away from them. But can they snatch it back? That will be the question. They're not doing too good when it comes to Surge. They need to do a bit more damage, and a 93 above certainly is opportunities for that. Cammy and Seti now actually in the top 10. Who would have thought? Slowly but surely, Levin. This is what I like to see. Oh no. 2 games after this left for this duo. Seti und They Kami, can have a ne? strong match now. This could be the Aber start. strong, was sie to day 2, verloren haben, Cammy auf and jeden Seti. Fall. We're used to seeing them perform incredibly strong in day 1 and Ein paar not as strong Minutes in können day die 2, but vertragen. it could be opposite day. Could be the time Oh, Vino for them wieder to habe make ich something gesehen. happen. Savage Switching Hen. over to Mr. Savage and Hen. Oh, Janis Video auch noch am Leben. Resources and Alter. Janice and Badil down below on Surge. Is this something I expected to see? Certainly not. Not one bit, not at all. Thomas, HG und Trippern. Thomas and Trippin up above Surge is something I do expect to see, and getting a zone pull as well. Oh my, oh my. Oof. The Fortnite Lords are favoring the Danes right now with a bit of zone luck. To be fair though, for Janice and Vidil, they have the same Nein, die sind fortune, 112 below. Ach du but will they Scheiße. capitalize on it? They're so Das ist fortunate. mega There was kacke, a team ne? taken out there. That meant that Oh, die they sind actually drüber, jetzt sind die go drüber. above Surge, even without having to deal damage. So again, a bit of luck going their way, but that's Die what müssen you need unbedingt gerade sometimes Damage to win machen. big events. Even with all their skill, all their preparation, they need a couple things to go their way, and they are right now. But can they now take advantage of that? I don't know if it's the green striker shotgun in their inventory giving them the luck, but with the zone pull, with the storm surge luck, hopefully they can capitalize on that. As now the zone begins to close, the players have to make it into that half in, half out. So much vision onto the ones, especially No, who no. rotate first, as now Hen might have just been Ach du cut off Scheiße, here. Digga. Savage is forced to Savage help and the Hen, zone nein, clear bitte out, but nicht. he Och, gets picked off now. nein, It's all Digga. up to Hen. This could be some quick Digga, komm presents for schon. Merstash and Malibuka. Ja gut, diese 600 drüber, Digga, die werden noch nicht mehr runtergehen. They continue though. 620 Kylie Euro. and his duo partner are the ones to secure Hen and Mr. Savage. Merstash Och, Malibuka Digga. don't do anything risky. They have Mr. the Savage damage, and Hen, they have Digga, the komm loot, schon. and for the positioning, I saw Pink and Nos, I saw Walks Rabab. They're looking for that high elevation. Andy und And Joe Joey and FM. Andy, they're looking for something else. They're down below. They're staying aware. And now with just 5 seconds left until that 6th zone. First moving. Will Ziandi be able to find an opening? No, but the zone does pull back. This is good for this duo. This is actually incredibly good for them, because when you look at what they were working with by way of materials, anything that can save them, a couple mats here and there will go a long, long way. For Nas and Pink though, I did say earlier, are they going to start playing high? It's something that they wanted to do, and maybe this might be the chance. They're the only ones that have built up for it. Oh no, there is a team across there. So they do have to stay careful, but they have the zone pull, and so they will start to build across. If they want to hold high, Oh the no. opportunity is here for them. Malibuka, Message ist set, Digga, das ist... Lies aber 8 Splashers, Bro, Forced come to do on. it alone. It was Walks and Revolve Oh, on shit. opposite height. Das Will ist they be geil. able to take the battle Er ist gut against drüber Pink and jetzt. Nos, or Pink and Nos Er ist to be sehr able to gut maintain drüber. it? Malibuka continues Ach running du through, Scheiße. but he gets surprised
with a player in front of him, and now Das ist he's ein Duo, gonna bitte nicht. spend some time in the back of the zone. He does have the chug splashes he can use to tank the storm damage, but this is bad. If he spends too much time here, he's gonna get into zone without a lot of loot. He's gonna have players looking at him, and with just 4 chug splashes left, it's getting more and more dangerous. He will get into zone, but at what cost? Look at what he's working with. Junge, HP. He is not too far das ist away gerade from zu being spannend, wenn sent man die right Buka, ne? into the lobby. And these last couple chug splashes will go a long way for him if he chooses to use them. But right now, Oh mein Gott, to run into the es ist so zone gut, and es ist so find a gut. good position. And then finally, but this Er kann is eigentlich fast nichts mehr machen, aber gut. Kami und City auf High Ground. Kami und City, Queasy und Veno sind runtergegangen. Oder gespreeft worden. Malibuka hat der Bitch gemacht. Geht doch auf Malibuka. Geht Fullscreen auf Malibuka. Surprise you like to see, but Malibuka is also surprising me here. Well, honestly, it's not much of a surprise. We know how dominant this player Oh mein is. Gott, Jannis. It alone, and now Auch noch for alive, Jannis, Alter. who's been dropped down Wichtig. to second place. He's also playing it alone, getting picked by Ah, das ist Storm Storm Surge. An incredible Oh mein amount Gott, of warum? damage below Fast Storm Rookies Surge der zum Glück. threshold. Only Also one more für mini Jannis und left. Valeria halt für This den is Storm dangerous. Surge. Schön. Oh mein Gott. So Malibuka ist dead. Ja, Malibuka ist dead. Schade, GG. Joe and Ziandi have done so brilliantly to take a lot of players out. Aber mein Feld muss auch gewinnen, ne? And now it's going to be about trying to do that again as Jannis is lurking around. Ich glaube nicht, dass Jannis das gewinnen wird, aber Finally are taken now. It's Bevies who er kann noch ein bisschen was rausholen. quickly trading in that regard. Thomas and Trippin still Queasy hat jemanden gekillt. Ja, Karma hat Jannis geholt. Er kann Jannis nichts machen. Aber GG. Da waren bestimmt noch ein paar Placement-Punkte dabei. Mr. Savage ist leider dead. Karma hat Vanyak geholt. Oh. Kami holt sich Joey. Kami, Digga, Kami und Teddy, die werden glaube ich die Runde holen. Also Thomas und Trippin sieht von den Builds her sehr schlecht aus, leider. Oh, diese Zone-Fights da gerade. Squeezy ist er überlebend, okay, aus den Zone-Fights. Da kann er nichts machen. Thomas und Trippern. The zone is in favor of Seti and Cammy as it pulls uphill. This makes it incredibly difficult for the players down below. Ja, was sollen die machen? Forced to use the med miss, but he's surviving. So many players going down. Already top 3. Just 5 players left. He hits the first. Alter Maul. One, but can he get the finish? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So wichtig für Thomas ist es. 2 Punkte nochmal. Plus halt Placement. Ja, Kami und Teddy gewinnt. Zwei verschiedene noch in der Zone. Halt der Maul. Paco und Thomas. Ja. Ja, moin. GG an Teddy und Kami, Alter. Geil. Oh, wie nice war das denn gerade von denen, hä? Oh. Hä, warum geht das nicht? So. Oh, so. 2 Punkte. Das sind immer noch diese 2 Punkte, ne? Ein Punkt hat Meister schon mal die Buka aufgeholt. Easy wie nur Dritter, boah. Kami Set, die sind Achter, geil, Mann. Das ist doch krass. Also die hier, die haben alle noch Chancen auf das FNCS, die Top 4. Alle unter die Top 4. Sorry, aber nein, leider nicht. Hen und Savage wieder 2 Plätze runtergegangen, das ist, finde ich, immer sehr schade. Über Tasten und Chavix braucht man, glaube ich, langsam nicht mehr sprechen. Die sind jetzt 4-mal 50. geworden. Vanyak.
Digga. Wo ist denn unser schöner Guardial? Ist der Erste, da war ja was. Heute, wer ist noch heute so Erster? Queasy und Vino, die meisten Punkte heute mitgenommen. Dann Podas heißt Queasy und dann Carmen und Setti. Guardial Jan ist heute noch nicht mal so viel, aber das reicht halt. Das reicht halt einfach noch komplett. Ja. Jo. Wie sieht man das nicht? Hä? Ist verbuggt, Digga. Scheiß drauf. Egal. Chapix und Hazen, Alter. Was machen die eigentlich? Ja, hä? Bild war einfach weg, keine Ahnung, Leute. PC ist halt einfach nicht so geil. Kann man nichts so sagen. Kann man nichts machen. Müssen aber nur warten noch ein bisschen. Dass das nicht viral geht. Fuck mich so ab. Ich sag, dieser Stream nicht mal eine Beschreibung, ey. Ja, Mann. Was wolltest du sagen, hä? Seht ihr? Sniper mit so. In the more late kind of placements, actually look for those aggressive challenges. Not be in contention for top 5, but they'll make sure that these other teams aren't either. Yeah, look, I would look at Malibu. Become legends. By the way, danke für 66.000 Aufrufe. Voll vergessen, das unbedingt was zu sagen. Jetzt habe ich es gesagt.
What the... Gut, Digga. Chillig. Ich glaube, deswegen liebe ich der Fortnite. Hä? Go! Alter, Kanada spielt immer noch Fortnite, Kanada. Halt nicht EU-Spieler, sondern halt in der East oder West, aber so Legende, der Typ. So geht's weiter, mein Junge. Hab ich gehört. Geht's weiter, geht's weiter, geht's weiter, geht's weiter, geht's weiter. Game 11. Hallo? Download? Hä? Hallo? You better take it. Title. Eben kurz mal auf Live machen. So. You gotta hope so, right? Let's go! Ich hoffe, ich will mal ganz kurz Fortnite-Tracker gucken. Ist unser guter Shepixon Tyson instant weggeschoben? Anscheinend noch nicht. Also diesmal sind sie auf jeden Fall nicht mal letzter, das ist schön. Aber die contesten sind immer noch im Leaderboard drin. Sind immer noch in der Runde anscheinend. Jackson ist schon dead, alter Scheiße. Das ist echt kacke, wieso? Tripper Thomas. Thomas HD, Bro. Keeping our eyes on as well. Tripper and Thomas. They've had issues in the early game. But now with 2 more matches left, they want to set themselves up for the 12th match of the day in a way where they can take home a good piece of the prize. It's so sad, but I just know they're going to finish third. It's just written in the stars. They're going to finish third again. Like, make sure to come back to this, because it is going to happen. It's just, it's so obvious with these guys. The script is there. I wouldn't be surprised. We know Tripper and Thomas. But a third's better than a 6th place. And they still have a lot of work to do, even if they want that. Let's see a replay of some elims here from Fakey and Freemock. Down in the Reality Falls. This engagement against High Chris and Vortex, it's been going on for it feels like centuries. And in this case, Nein! I was gonna say, it looks like it's going to Fakey and Freemock, and it does. Alter, Freemock, Vortex was was so machst du? low that it did go down there. Another game where it goes to those two. We saw that last game as well. And so for High Chris and Vortex going Sadie und into Kabel that wieder, ne? final game 12, Die sind's einfach wieder. you'd hate to have to go down again. They have to make it count in that last one. But again, literally, we'll only have one more chance. Mehr Stasche mal die Buche nehmen. We just saw Seti and Cammy on the screen, and that's Die bauen die ganze Zeit das Gleiche, ne? I mean, the elims they got from the last match with the VR was the same amount as all the other matches combined. I mean, it's impressive that they're in the top 10 right now. It shows that even if they don't get a lot of elims, the consistency, even in the worst scenarios, it's there. If they can finish just as strong as they did in the last match for the rest of these matches today, it would be impressive. It does make you wonder what would have happened if they didn't have some of the off-spawn struggles they had in day one. Again, that is, maybe something for another day. Let's focus on the here and now. What is the reality? That is Karma and Jackpro up against ADN and Hardfind once again in a battle that has been so consistent, so relentless, and seemingly not too beneficial for either team. But at the end of the day, with not many games left, they'll just be wanting to get the one up on each other.
Remember, every single placement takes a piece of the prize. You always want to do your best here. Even if you're in 29th, you can still bump yourself up the leaderboard, and it can be a bit more of that prize money, of that pride. As now ADN has been taken out, Japco Karma with the upper hand now. Ja, was willst du? Left alone. He continues to play it slow. You see him up above, but the sprint comes through. Disengagement. As now Lucia and Frizzy are in a position where they can't make a disengagement. Not yet. JJ2 close by. Low shield. One big shot could be enough to grant Lucia and Frizzy that chance to keep pushing forwards. They recuperate their missing HP with the Chug Splash. Being in the Sleepy Sounds, you can see at the bottom right of the minimap. There's a couple duos close by, but it doesn't seem like the eyes are on their fight. For Joe and Ziandi, though, it's pure tranquility. The third place team here, they've rotated quite a distance already, getting out of that synapse area, rather swiftly using those rifts that they have available to them. Now as they head towards this tilted area, what will they find? Will Mr. Savage and Henby lurking about? We've seen them hang around tilted quite a long time in some of these games. Will they maybe find Vico and Jackson somewhere nearby? If they go further north to the Shifty Shafts, they will find Vino waiting on this hill that he does every single game the zone pulls north. And just a reminder, it's another north game. So, again, will it double up though this time, Levin? Will it double up again? Will it triple up like it did in the last one? It's definitely going to pull north again. That's a spoiler alert for you. But if it will get a triple pull or not, I'm not sure. It's always hard to predict the triple pulls, but definitely going to pull north again. Mark my words. Got the 11-2K guarantee on that one. Of course, that is the 11-2K guarantee, 100%. All right. We'll go back to that. Vico, Digga. Twice, Levin. I'm just Hol saying, jetzt but Jackson Vico hoch. Ja, macht es auch go ein back bisschen. to having a duo partner as he picks up Jackson. He lost them early on. Reboot comes in as now in the Greasy Grove. That's not as north as you'd like to be with the zone. Saw some shots come in too, so there are some duos down Vidil there. und Jonas, But a duo ja. that came from the Greasy Grove. Janice Vidil already at the Rave Cave. Almost full materials, only have used up that wood to rotate. They have the shield, they have the ammunition, and they're ready. They love to come towards this sort of northwest side. It's one of their favorite places Oha. to rotate via. Für Overtation spielt der Typ, ja. JJ, okay. Ja, let's go. Nimm mal mit, oder? Good job, good job. Mr. Savage as well, with an Elam on the board. Still in the Tilted Towers, though. This is a duo that's had some trouble before rotating. But for now, they seem to be Forza ist da playing a bit hinten. sneaky. Sneaky. Mit seinem Mate, den ich den Namen nicht sehe. Hab irgendwie keine Ahnung. Hen. Aki6, wir I do kennen ihn indeed. nicht. Now we saw Janice and Vidil going down to Surge in the previous game. This game, they're hoping to make that not happen again. They're trying to get as many tags as they can as possible early on. So we can see them hiding inside of the bushes, getting really, really solid tags. So Das ist schon hopefully geil. they won't be below on Surge. And with that incredible loot that they both have, 57 Damage. put it to good use. Wird wichtig für Storm Surge. Thank you, Mini Miner. I hope they do put it to good use. Cribbon is dead. And I also hope that Thomas HD can put his mechanics. Shepix und Tayson. Oh mein Gott, 4 Kills, das ist der Comeback, Digga. 4 Kills jetzt schon. These are former teammates going at each other right now, Tayson and Thomas. Who will be the ones to get the best of each other? This is literally some of the best Fortnite players ever battling it out right now. And it looks like Tayson and Chapix are on the hunt. Wir wurden gerade 4-mal 50. Ne? Die sind gerade 4-mal als letzter gestorben. Und diesmal sind die sehr gut dabei, muss man sagen. The porta potty to get away, and they will chase. Interesting. Okay, so they're going right. They're not even scared of a bait. Chapix fightet. Just wanna jump right back in. Tayson ist auch da. If they're not careful here. But eventually Thomas Geboxt. Du musst ihn holen. Ja. Oh my goodness. The peace police Nice. is called, and they want to take Tayson away.
But it's actually not going to be them that gets the Hä, hat ihn gar nicht geholt, oder? Yeah, I saw Sold it that. away in the feed. Hat den Kill und nicht zugeschrieben gekriegt, warum nicht? Trevor ist hier schon der Ding der Zone, glaube ich. Using those buses, as Reese would say, are the porta potties. Hat den Kill gerade nicht dazu gekriegt? Right back in. Maybe that's going to cost him. The peace police just called. Das war Zed Andy. But oh no, Von wo ganz anders. Ach du Kacke. Wie unlucky. To make something happen in the Den reality hätten sie ball. gebrauchen Zone können has auf jeden pulled Fall. north again. 11-2 guarantee. Showing Ja, Yikes, die Beste und how keine strong Ahnung. it is. But for T, Yikes. chips and art skill, this is not good at all, Evan. Even if they get an elim here to make it back to zone, they could use the reality falls tree to rotate, but it's gonna be hard. Oh, for sure. But nothing ever comes easy if it's good, right? So they have to just get on with it. Down that below on Surge, though, is more than a mountain to climb. We'll call it that. Especially Der with braucht auf jeden Fall jetzt Damage. Damage. Ja, er wird sterben. At Storm I don't Surge, see a holy world shit. where this is that possible of a fight to win. He might just have to try and escape. I don't think Teacher knows where he's gone. He's kind of lost in the zone here. Okay, he spotted him now. So Digga, man sieht einfach at nichts, least ne? they So know his schlimm. whereabouts. And he's not got much HP to work with, so you've got to think it's only a matter of time until he falls. He's making it very hard for him, I'm not gonna lie. I mean, Killpunkt nicht Jackson's gönnen. doing what he wants to right now, and it's make sure that T-chips and art skill. Oh ja, er hat den Kill auf jeden Fall. Time. I like that. Oh, Ja, holy with shit. the zip line used to break the builds from Jackson. The quick shot coming in. They've got the elimination, but will they be able to make it back to zone? That is the question. That was cheeky. It did take him a moment to realize he could use the zip line, but once he did, it did pay off. Thinking of Nos. Looking strong. They could have a bit more materials, but it's not too bad at all. They've made it to zone. A lot of players close by in shifty shafts. Looting up what hasn't been looted yet. It's a shield keg. Luckily enough, now two in the inventory as they continue to refarm the resources they're missing. Yeah, it's a big couple of games for these two. A real test of their character. And who they are as players. Can they handle this pressure? Und Queety They've auf come so high. close in the past, but never this close. Ich kann nur eins halten, der Rasenmäher kommt. Okay, nein, Can Spaß. they hold their nerve, keep their cool? 24 Damage drüber. 12 Damage. Ja, wir müssen ein bisschen Damage machen, ne? 2 Damage, ihr müsst Damage machen, Leute. 2, 9, 2. The two players who have won FNCSs this year in the lobby, currently playing together this season. And even Da though war they've die had Allianz, hiccups across the Digga. past 11 games, they've made it count when Die sind necessary. 105 That's why they sit so close drüber. behind. They're getting great zones too. Two north pulls towards Queasy and Venno when their opponents tied up there. Well, not tied, but very close to first place on the edge. Having to rotate from Greasy Grove all the way up 2 zones in a row where Queasy and Vino get to play on the Shifty Shafts Hill, taking shots at the players rotating. They've been getting the good zones, but are they going to be able to capitalize it more than Janus and Vidil are going to try and pop off in these last 2 matches? Snazy und Anilex. Set themselves up for the last Snazy game. hat so viel Erfahrung, ne? Callion Wegen and World Cup Smoky, und so. no shields, low HP, on the borderline of Storm Surge. Snazy, Digga. Krasser Typ, ne? Der spielt auch schon lange. Den Typen gibt's schon so lange, ne? Indeed. Season 8 oder so. Andilex, keine Ahnung. Here for Strokey is solo as well, but with just 12 HP. Ja, die haben beide keine HP mehr. Die haben auch einfach kein What can Kylie do to stay in kein this Schild game? und so. Making use of this building. Kein Heal, meine ich. There is a chest in there as Ja, well. Hit. Holy shit. Give him some loot that will allow him to Wie get bitter. that HP back up, but that was very scary for the two. He actually did go down. Kylie gets is taken dead. out by Andalex.
so he wasn't able to survive. And Anderlecht and Stacey will be on their way. They want to get to zone. That's their priority. Paco and Krusty continuing to wait for the opening. They know. Ja, wer sind die, hä? Paco hat fast hochgeholt und dafür hat Anderlecht jetzt sogar noch ein, ja, 2 Punkte noch geholt. Das ist ja die Kami wieder. Up above, reaching the clouds. Players based up all around the hill. And a duo like Seti and Kami. They're 55 below, but that's not the problem. They're looking to make something happen. Bumped all the way up to 6th place already. From not being in the top 10 throughout the whole tournament almost, to now having a chance to make it into that top 5. It's what they're looking to do. This duo has had the comeback of the ages, it seems, and they are continuing to make waves in this lobby. Mr. Savage and Hen are falling. Oha. Who else is going to be Malibuka Message ist auch noch alive. Seti is dead. Having to be revived right now. We know they need to get more eliminations, but they can't afford to lose their lives as a result of it. Uh-oh. No shields for Kami. Seti, though. Big pot, 2 chug splashes. They are 95 above now. Storm Surge no longer active for this zone. But they need some shields. And fast. They continue to rotate through. Kami can be a bit more brazen in his Seti has to be a bit more careful. With every movement he makes. Thinking of Nos now. They see oh no, Headshot. They know the line. Das hasse ich, ne? Das hasse ich so. Oh mein Gott, Double, ja, okay. Digga, mies geil für Storm Surge, wenn es nochmal kommt. Das ist genug Damage. Low is Hellfire. We know how confident they are. Taking those fights, but being the second to last game, they want to get as many points as possible. Oh dear. And for Hellfire, Digga. who's stuck on the side of the hill, sliding his way down with just 41 HP and no spare shields, now boxed up by his opponent. He goes down. That is so awkward of a spot to be in for Hellfire. Drops his way into the wrong box. Floris chose the right direction to move into. Unfortunately, he's not going to stay alive for much longer. There were so many players still watching his position and taking shots at him. That's ja, GG für die. For that duo. They still do have one more game, but they go into it with not the best of morals. Take a replay though. See what happened from Mr. Savage. Savage und Hen leben noch 4 Kills. Nein, bitte. Oh mein Gott. But will it be enough? Sehr knapp. Continue pushing forwards. Oh mein Gott, wichtig. So wichtig. Hen! 2 Hen! That duo is no longer going to be in this match. But for Seti and Kami, if they're able to get a refresh, it could be. Ja, Savage muss halt mit Benji spielen, ne? To continue that comeback. They see Clown, they see Refsguard, they're close by. They need a couple eliminations. They need a Seti und Kami, Digga, immer noch alive. 0 Kills. Malibuka hat jemanden geholt. Merstash ist schon wieder down, aber Malibuka, die haben jetzt 2 Kills, sind 23. als Team. 22. Wichtig. Veno actually going down in the feed as well, and so Queasy is going to be left all alone potentially to try and hold on to the position behind. It's so tight. Queasy, nein, Veno ist dead. But both of these teams are Der Mate ist dead. What can Malibuka do? We've seen him with some crazy clutch moments in the past. Oh mein Gott. Picking up the med miss, that's going to be key. It gives him time in the zone. But is he going to be able to stay alive? Oh mein Gott. Das ist gar nicht geil. Nein, nein, nein. Like he did in day 1,
This is the moment where he wants to make it happen. His opponents, who are in second place, they are on the cutoff of getting eliminated. Also playing as a solo. Malibuca has to make the far rotate, though. The zone pulled north. Alter, Malibuca, Bruder. Das ist eine richtige Scheißzone. Oh mein Gott. But if he gets caught off guard, just a few shots onto him, and he goes down just like Janice did on the feed. This just opens up that much more of an opportunity for this nice. To maintain that number one Vadial! into the last Ja, Janis ist zwar dead, aber Vadial hat jemanden gekillt. Things are getting real intense. Vidil, my friend, you must stay awake. You must make sure you don't go down to Storm. The flopper will be so essential. But hopefully he can behind. And barely make his way in. He has oh my god, oh my god. And so that should keep him ticking in this game. But again, all of our top three playing as solos right now. Nice. Dangerous Fadil popping the big pot, 28 HP. That's 3 ticks to the zone, and he goes down. Here we have the perspectives. Queasy, Malibuca, Fadil. If they've ever practiced solos, this is the time where it has to show that hard work paying off. All of these duos above Storm Surge, it is up to them. The two on the bottom have positions that are a bit more safe. Fadil on the other hand had to make a journey. Oh mein Gott, seine Rotation, Bro. Malibuca ist gestorben, nein! Ja, schade, Digga, für Malibuca. Er hat 2 ARs, nicht so geil. Vidil kann so wenig noch machen. Oh mein Gott, oh mein Gott! Halt der Maul, hä? Geil, geil, mega geil für Vadial. I-Drop ist auf High Ground. I-Drop ist auf High Ground und Jerky. Ach du Scheiße, Jerky ist Season 7, Chapter 2, FNCS-Winner, glaube ich, oder Season 8 oder so. Aber I-Drop, das ist ja Anfang Chapter 2. I-Drop war ja Anfang Chapter 2, Alter. Chapix dead, Payson dead, waren bis jetzt am Start. Snazy auch dead, von Noah Redi ist auch noch am Start. Andilex ist dead, der hat ein paar Kills geholt. Andilex. Aber er ist halt auch gut dabei, ne? Andy is dead. Nice. Reason is dead. Joey, ja, Andy ist halt schon wieder dead, ne? Also, come on. And up top, it's Jurecki, it's I-Drop, but I want to keep my eyes on Joe, Queasy. These solos, are they going to be able to clutch it up? Queasy has done brilliantly to stay alive. Queasy ist so alive, ne, der kommt keiner mehr, der kommt keiner mehr. Er hat ein Bild. Oh mein Gott, Vadial. Oh, halt der Maul. Nein. Es war ein AP. Nein. Nein, Vidil. Oh mein Gott, was macht Vidil, Alter? Was macht er? Für die Gegner. Nein! Oh, kann man nichts machen, Digga. Egal. War nice. Jetzt auf High Ground. I-Drop 9. As there are players in the zone, if he's not careful, he can get taken out from behind. Jerky picking up some shots, picking up an limb, and this is a game we've been waiting to play all day long. Up from above, up on high ground, a place where they're most comfortable. And Pablo dead. Here. Can they close out the rest of the game? Aware with 5 alongside JJ2, almost a double-digit elims down below, but Jerky trying to turn into Jura King here up above, looking to take home this match. They have the positional advantage, but it's a 2 versus 2. Jerky I-Drop auf High Ground, AWR und GG over ist unten auf Low Ground. Ja, I-Drop. Nein, oh mein Gott. Ja. GG, Alter. Krass.
in the FNCS. iDrop hat die Runde gewonnen, Digga. Wie in der alten zweiten habe ich gehört. They get the victory royale on the second to last match, but my eyes Levin. Jetzt gleich kommt die letzte Runde, Alter. So. Janis und Vadial. Alter, mehr ist das schon mal die Pucker, ne? Wir müssen 15 Punkte machen. Und Vadial und Janis halt 0, damit die gleich auf sind. Und selbst dann zählen ja die Killpunkte, ne? Die Kills, wie viele Kills haben die beiden? Ja gut, da würde halt Mersatsch und Malibuka. Also 15 Kills mehr für Mersatsch und Malibuka. Den ja beide 2 Wins, aber Malibuka und Mersatsch haben einen Kill mehr. Deswegen wären mit 15 Punkten gerade Mersatsch und Malibuka Erster. Wenn die 15 Punkte machen würden. Es wird spannend. 15 Punkte Unterschied, das ist schon ein bisschen was auf jeden Fall. Sedikami sind 6. Das ist doch. Sind gut wieder nach oben kommen. Was? Der 6. Platz, 7. Platz und 8. Platz sind gerade alles Polen. Sedikami, Krusty und Paco, Mixon und Arthur. Okay. Sehr punktlich sogar. Krass. Ihr seht das natürlich jetzt nicht. Das machen wir gleich wieder. AWA und GGT, VTO sind 10. sogar. Krass. Oh ne, ich mach das mal ganz kurz hier. Komm. Wieso ist eine Aufnahme an, hä? Ist das dumm? Digga, ich komme irgendwie manchmal auf irgendwelche komischen Tasten auf mein Overlay. Ich hab die ganze Zeit irgendeine Scheiße aufgenommen. Bin wieder da, ja, was geht, Bro? Nochmal eben kurz resetten. Ah, jetzt sind die auch weiter oben, ne? Jetzt sind die 41. Wo haben wir denn? Wer ist der letzter? Freemog tatsächlich, okay. Vanya, den gönne ich das eigentlich tatsächlich nochmal, dass wir die gute Runde holen. Das ist halt ein Ukrainer, deswegen schade, dass die so weit unten sind. Für die letzte Runde auch bis weit unten. Die haben, gut, die sind halt 4x50. geworden, dann jetzt gerade eben mal eine etwas gute Runde rausgehauen. 15. mit 4 Kills. Hen und Savage immer noch 21. Geht auch noch mehr. Jerky iDrop, krass, okay. Sü, Bro, Sü. Okay, nein. Sü. Ah ja, scheiß drauf, Digga. Ja. Die 4. Obwohl die 4. Boah, ich weiß nicht. Wie viele Punkte sind das? Das sind 40. 45 Punkte müssten die hier machen, damit die Erste werden. Also ich glaube, die Top 3 haben alle noch Chancen zu gewinnen, aber eigentlich nur noch die Top 2. Die dritte, der ist schon zu weit weg einfach. Dann müssten Vadial und Janis müssten dann keine Punkte holen. Das ist so krank. So. Sü. Bro, Sü. Okay, nein, lassen wir es. Ja. Machen wir wieder Fensteraufnahme an. Following you. Oha, ihre Mann. Ihre Mann, Bruder. Wer folgt mir denn rein? Ihre. Das geht raus. Ist following you. Das ist auch cool. Ich weiß, ist auch gut. Okay, Digga, komm, können wir uns bitte von distanzieren? Danke. Nicht wundern, man sieht es gerade wieder im Hintergrund nicht. Finde ich echt schade. Aber egal. Okay, Arching, Following. Okay.
Hi, und du bist doch gut von mir. Ich bin jetzt schon zu spät und bin wieder zu spät in die... Ja, was laberst du, hä? Ey, Digga. Jo, bin wieder da, ständig. Ich zeige gleich wieder Bildschirm. Das ist ganz kurz Black Screen, weil ich rausgetappt bin. So, last round, rein da. It's no more waiting in the lobby. It's the last chance. It's the last chance. Da hat er recht tatsächlich. Flixie und Frey holen sich Stroke Force. Wow. I'm sure there was plenty of pain in his voice. They weren't expecting to be contested at Butter Barn, and unfortunately for them, they were. And it has been very, very difficult for them to deal with. Ey, wollen wir danach noch Boxfights, Bro? Wenn ich das hier durchgeschaut habe. Ich komme danach nämlich nochmal in Fortnite wieder rein. Wir können auch gerne jetzt schon Discord, wenn du willst. Also wenn du willst, ja.
4th place spot for Ziandi and Joe. So much money on the line for this top 5. It could be one elimination that separates you from a placement. You have to do Boah, ist Teddy wieder, Digga. power to play the best Fortnite you can. Die machen hier bestimmt wieder die gleiche High-Strat. No better time than now here in game 12, the last game, the biggest game Jo. of the season. Soll ich der Discord jetzt schon kommen? Most Mach ich dann. difficult lobby any of these players will play Ich with. komme in den Fortnite-Chat auf meinen Channel dann jetzt schon. Teddy and Cammy have done such a fantastic job to right the wrongs of day one. They sat way down below in the standings as we came in today. But now they sit just outside of the top 5. What do we have here? Vortex looks like he's going down in this final game. Reality falls on him, and that is that No. FNCS is done. Hydro and Belusi taking them out. Oh. Jo. Feeling good. Pink and Anas. Hallo? Probably feeling stressed out right now. 5th place spot. They've been playing very well. Bruder? Day 1, Demon Pink. Looking to be awoken again. Du hast deine Ausgabe falsch belegt. Will they be able to? And this is just the randomest of tidbits here. But when Pink puts on that Booga outfit, it means business. I know this Percy. If he puts on that outfit, it means he's, you know, he's on the hunt. He's ready. Like, there's no higher version of Pink and Anas than when they have those outfits on. So Let's see if that's true, 11. Let's see if they can make it happen. Oh, Hennes dead, Digga, schade. Hoffentlich Savage noch nicht. Ich gönn Savage den Hennes eigentlich. Ah, Savage noch nicht dead, aber der fightet hier gegen Vico. Out of the POI. way out. Way out of the POI. How did they get over here? Ja, X ist aber auch schon dead. Ist ein 1 gegen 1. Have been landing at tilted towers with each other. And Keine Ahnung, wo Savage running ist. into each other, just not Man at sieht ihn tilted hier nicht mehr. towers, so. Oh, ist ein bisschen weggegangen auf jeden Fall, der geht weg. These two duos together. Tribbern und, wow, Thomas, Digga. Thomas and Tripburn. They were making the comeback, but they've had a bit of a setback now in 11th. Out of the top 10. But the point range between 11th and being even in the top 7, top 8, they're very close. This could be a big change in what they're able to make if they have a good last game. Pink and Anas now. They have their eyes set on Kylie and for Strokey. Oh, But will Kylie they weiß so actually viel, Digga. break out into an all-out battle here? It does seem that way right now. Hörst du mich mittlerweile spiegeln? Moving. Ja, schau. Hier. But is this a fight that Deine Ausgabe war falsch, gell? Anas? With how high they are in the Nein, hat standings, nicht funktioniert. is this worth Ah, okay. risking your tournament? Chillig. In my humble opinion, I don't think so. And they don't think so either. This engagement comes through. Dead. Italian for Strokey though, they keep their eyes Und ich bin dead. peeled here. Fuck. Seeing if they can get some free tags Spielst du gerade schon Boxfights? as Pink and Anas Nee, ich bin an. continue their road Oh, trip Spiel. through. Okay. Also nicht Ja, Fortnite. nee. Auf jeden Fall. Jo. Oh, dear. Guden, Vacan. Oh. Er ist mit dead, würde ich sagen. Those are my boys from the semi-finals. But, on this occasion, Hellfire and Flo is making quick work of them. That's the end of this season for Bacon and Guden. Props to them though, a team that many wouldn't have even expected to be here in the FNCS final, making an appearance. And even if things haven't quite gone their way, plenty of learning opportunities. And I hope next time round we get to see them again. I mean, it's an accomplishment just to play in the finals. Someone on fire right now, Hellfire, after that elimination. Gonna see if he can continue that moving forwards. For Krusty and Paco, they're in the top 10. Big money on the line as they have their tower made in the Coney Crossroads. Their Storm Surge tower to find those tags on the players rotating around. And for Malibuka and Merstash, second place spot, the nerves are on. Oh dear. Oh, schade. It's not going to be an easy game for these two, but if there's any team that can rise to the occasion and handle that pressure, it would be them. I would not be surprised if they did come out this game and just got a victory royale with
double-digit elims. That would be so in their fashion. I mean, reset it. I wouldn't be surprised either, as we see a nice Ja, was rotate sind die ganz, Alter? of Vidil and Janice here. Digga, The edge of the zone. Make sure they're die playing farmen da it noch safe auf here. easy. They don't want to get into any trouble. No danger for this duo. Already capped materials. Good loot. Nee, die haben full Materials. Brauchen gar nicht farmen. Writing the script, you got to make it a bit less obvious. 3 North zones in a Vielleicht row. Mittel. 3 back to back to back. And again, I'm sure we'll see a double pull. So, to be fair, Janice and Vidil have loved these zones, and it's because they've done exactly this. They've moved into these positions here in the Northwest. And so, we were talking about how if they have another good game, it's not really going to be possible for anybody to take first place. But I think right now, the reality is that they are just going to have another good game. The last good game is what they're looking for. As all these top teams around the map scattered to the zone. And is it going to double pull for a third time? Back to back to back North zones. Janice and Vidil with their planned route from Greasy Grove up top. And Zandy and Joe now still inside of the zone. It's all on the line. Perfect zone for Janice and Vidil. But we have so many other top teams in the lobby who all have such major stakes in this game. And so who better to update us on their stakes than Mini Miner. Mini, what is going around at the top of the leaderboard? The top of the leaderboard, the top of the map, the North Zone. Queasy and Vino will be licking their lips. They're sat all the way up on top of the Shifty Shafts Hill and in the prime position to get Storm Surge tags. We can see Murstache and Malibuka getting themselves a supply drop as well. So that's a really good thing for them. They can have those armored walls that they give and those chug splashes from the supply drop. So perfect positioning for them. Nice. Another team that's in perfect position is, of course, Janice and Vidil. They're using the geysers to rotate to the dead side of the zone, the less congested side. They're not taking any risks. They want to hold on to this top spot. So much on the line for these players. All the top teams prepared, ready to make something happen in the last match. Oh, Sadie kam hier wieder auf High Ground, Alter. Sadie Das and ist Tammy crank. has had a great day too so far, pushing themselves up into the top 10. They're quite a ways from the top 2 or 3, but getting into the top 5, Vino it would be Queasy. an accomplishment for this duo, seeing how they performed on day 1. And for Queasy and Vino, from landing in Shifty Shafts uncontested to having the Shifty Shafts Hill and getting 3 back-to-back North zones, I'd be looking to see if they're able to dominate a high ground in this last match and make something happen. Hey, look, it's way too early to say whether that will be possible for them, but that certainly is what they want to do, what they would have in mind. It's all about making sure all the other dominoes Oh, Digga. Jerky eye drop. Up against Nebs and Marine, it seems. 2 very good friends. But unfortunately, neither quite having the kind of finals they would have dreamed of. At least iDrop and Juriki with their victory out have moved into that top 20. But there is still plenty of work to be done in this last game. But it could be their good friends who are the ones to put an end to their run if this fight does continue. As it looks like it is. The splashes come through. Nebs and Marine still close by. You can see on the bottom right of the mini-map, there are some players on a hill close by. Seems like a solo too. Not taking a look though. If they see a lot of action go on, it could permit them to have that opening. But for now, the expansion comes through from iDrop, and the aggression comes through from Nebs and Marine. A 44 tag from iDrop. The Chug Splash once again coming through. He wants to stay healthy, wants to keep the shields at an all-time high. And Nebs and Marine, they're hungry. Oh, Hände, being Digga. below 141. Was ist das, They Mann? need a big shot. A refresh would be even better as they're looking for that opening. Nebs and Marine patiently waiting around these corners. Boah, Jerky geholt, holy shit. Nebs decides to waltz his way on in, and Und jetzt noch unfortunately iDrop. for Jerky, he's gone down. Nebs has also followed, and so now Marine versus iDrop, who is down to just a sliver of HP. Merchant gegen This could iDrop, be Digga. everything Merchant right wird now. gewinnen. Can iDrop hit the key shot against Marine? It's certainly going to be a hard shot to hit. Marine continuously Boah, pressuring on aggressiv. that box.
and looking to find his way, and he gets a wall. Zu aggressiv. Oh mein Gott, 22 HP, ja moin. Eyedropper's gotten away with one here. Savage ist auch dead, come And on. what a game to get away with one. Nebs and Marine 4, Eyedropper's still in this one. Whether or not he gets Juriki back up, I'm not sure. But they certainly will Eyedrop survive. hat's A überlebt, quick Alter. gift for iDrop, but is he going to be able to use that gift to carry on forwards? The reboot will be difficult, but the possibilities there. Bevies has lost Vortexers, 7th place spot. They have a ways to go in the middle of a lake here. The drop hit. comes in. Bevies now in a dangerous 1 versus 2. He gets coned in. He has to take another exit. Ja, von der He does, Seite. but is it gonna be Ja, enough? 1 moin. HP, he goes down. Weg mit ihm. Another elimination on the board. QB Annie. They get a nice refresh. They put an end to the run for Bevies. Alter, Malibuka und They aren't able to hold on to top 10 now. That is going to be such a Vidal, to go die down. leben immer noch. Andy actually going down. Wir dealen Jan, That das was holy the team shit. in 4th place. Ooh. This is going to be a very, very interesting finish. They did so well throughout the tournament. In day 1, they looked like the top dogs. But unfortunately, day 2 just... Wow, ADM im Controller Double Kill, holy shit. And so now, Joe and Andy really at the mercy of the rest of the lobby when it comes to their position on the leaderboard. Oh dear. Holy shit. From 4th place, we'll see where they drop to. Was ist das denn für ein Another big Fight? duo up top that's put themselves Pink into Q an engagement mit Ananas against gegen Cami Kami and und Seti. Zeti. Two of the top duos. Cami has been taken out. Pink and Anas now with an extra elimination on the board. Seti alone to play it out. Zeti kann ja gar nichts machen He's alleine forced jetzt noch. to make something happen, but he wants to secure as many points as possible. Is he going to try and disengage? He has 9 shots on the grapple glove, but is he Ja, die haben beide down? Full HP, hä? Looks for more angles. The pressure it's on. Was willst du da machen? This is so rough. Cami and Seti, they had such a difficult tournament run, and when things were finally starting to go in their favor, finally starting to look good, it ends in tragedy. Oh mein Gott. Got Okay, scared for a chillig. second there, Pink went down. Hamza, was Seti geht, Bro? and Cami Auch wieder da, will nice. fall 6th place. Ja, kannst nichts machen, 2 gegen 1, They were Digga. able to achieve 222 Wer sagt points. mal, die Buka leben immer noch, aber Unfortunately for them, nicht I voll, don't think that nicht will voll be HP. enough. Oh man. That was a tough one. We must continue though. We must continue. The games go on and plenty of games to play. Malibuka and Mustache, who currently sit in second with 297 Oh ja, das sind Vardial, müssen ja nicht mal dead gehen, sonst können ja Malibuka Message They sit at 312. den ersten Platz nicht holen. So a distance to make. Oha, but a Tayson auch mal distance wieder that bei they can Endgame. achieve. Joe and Ziandi out of this match. Seti Cami out of the match. Nichts so bei dir? Nee, auch nicht viel, Bruder. Gerade noch ein bisschen FNCS hier genießen. Erstmal noch gucken, dass hier ob noch Malibuka und Message gewinnen oder Vardial und Janis. Und wenn Malibuka gewinnen würde, wäre schon echt krass, Alter. Pink and Anas are looking really Mein Favorit ist Vardial und Dings. They have quite the Janis. distance in order to catch up to Queasy and Venno. But they Und certainly Malibuka, weil ich war vor 3 Tagen mit Malibuka sogar in der Arena-Runde, deswegen. cards do fall into the right place. And you can see that's going to start with moments like this, applying pressure to boxes. trying Nur to weil keep ich the nie limbs along the in way. der Arena-Runde war, Digga. Using that grapple glove to pick up Schon ab und zu mal was resources. Besonderes, wenn They man are sonst down mit 50 keinen builds. in der Runde Could ist, be nie more, reinkommt. especially seeing the long ways Oder that they darauf have to eigentlich go. nie You can achtet. see her rotate at the bottom right. They have to go all the way to the zone. It's far, but for Queasy and Vino, they're in a great position here, high up, even with a chance of pulling that half in, half out zone. Oha, As now the Queasy shots und from Veno, Alter. Vino day 2. Is it gonna be the day? where Weil you die sind put that Dritter, crown die on your können, head haben aber eigentlich keine Chance mehr zu gewinnen. and the momentum has to continue forward. Er war in deiner Arena-Runde, ja war er. Warst du nicht sogar auch dabei? Ich habe Trio-Arena gespielt mit irgendwelchen Leuten. Und da war mal der auch dabei. Ich guck mal ganz kurz, ich habe irgendwo einen Screenshot von gemacht. Das war irgendwann um 6 Uhr morgens, weil hier habe ich ein Bild.
But it's all about this last match. Game number 12. Fifth zone gonna be appearing in just 35 seconds. Nee, And das this war's, zone glaube ich could be nicht. the deciding factor to which duo takes it home. This is such a big Ja, ich will jetzt hier, dass sie so gucken, many Digga. of these players have never been in a situation Nee, this glaube ich intense. nicht. And it's Soll ich den Bild von schicken? complicating around the Logjam Lotus. Ja, also wenn, das ist doch nicht so unwahrscheinlich. Ich habe einen gespielt, der war Champion Division, deswegen sind wir in die Runde reingekommen. Das war irgendwie 6 Uhr morgens, da gab es auch irgendwie keine Runde, da waren irgendwie 70 Leute auch immer nur in der Runde. Von daher, keine Ahnung. Ich guck mal ganz kurz, wenn ich den Stream wiederfinde, wo das war. That danger is close. He decides to make the push. They want to pick up that extra loot. They get it. It's chug splashes. It's resources. They've recuperated a lot here, but they don't want to get too aggressive. It's another full duo, full HP, full shield. Message, they Alter. cannot get eliminated here, especially after pulling the fifth Das war zone. der nicht. Mustache Malabuka will profit from the loot fruit of Andelex's labor. They take that loot for free, basically. Sagst du, wie es ist, Bruder? Back in for more. Ich kann über Discord ganz gerne schicken, wenn du willst. Das war in irgendeinem guten Morgenstream hier, ich guck gerade. Ja, hier habe ich Arena gespielt. Nein. Aber wenn, das ist jetzt auch nicht so krass besonders, weil, keine Ahnung. Oder? Mega schöne KD, die ich habe. 1,66000000. Eins. Okay, reicht. Ja, moin, echt. Schöne KD. Okay, Digga, tut mir doch leid. Where's that sixth zone, that first moving gonna pull? Is it gonna open up the opportunity for Queasy and Vino to not have to make a risky play to maintain the high ground? Or is it gonna pull on the opposite side? Cause them to have to make a decision. As Vidil and Janice seem to see something in zone, they're looking Guck for halt immer noch, openings, welche Runde das war. damage, but with this bird's eye view, you can see all the players boxed Aber ich up. muss ja eigentlich auf Dings achten, Alter. The high ground Auf team's hungry FNCS gerade. as Pink and Enough continue taking shots. Thinking an ass. There's a lot riding on what they do in these moments here. They're looking to drop down eye drop in Juriki. And if maybe they kept spraying, the opportunity would have arisen. Both of those players not working with much eye drop on such low HP as well. I'm not sure if they realize it. If they do, that's a Ananas und free Pink. limb just waiting to happen. Ah ne, da warst du nicht dabei, da habe ich mit irgendwelchen anderen Leuten gespielt aus meinem Chat. On a limbs. And so Ich dachte, du they wärst will sogar make dabei their move. gewesen. And with not many charges left in this grapple glove, they have to choose Jetzt wisely. sind's 8, The shots come in. If you looked above, 38 Headshots, Digga, what the fuck, so viel. Queasy and Vino decided to take it later. Oh, Veno, Queasy, Bruder, Queasy, low. Nein, Veno auch. Ja, die werden Dritter. Ja. Queasy, low, Alter. Nein, oh mein Gott. Ja, das kann man nichts machen. Swag that. Vidil und Janis sind noch alive. Malibuka Message aber auch. Die trennen sich aber um 15 Punkte. Ja, Bro. Die trennen sich um 15 Punkte. Das ist viel zu viel. Message und Malibuka müssen jetzt eigentlich alles W kriegen, was wir hier noch sehen im Endgame. Das wird nichts. Bruder, hier Hamza, falls du gerade noch im Chat bist, ich weiß es nicht. Ich sehe es gerade nicht. Nein, Malibuka ist dead, ja, Message alleine. Auf Discord habe ich ein Bild reingesendet. Vor ein paar Tagen schon. Da kannst du dir nachgucken. Du bist auf Discord. Message hat noch einen geholt, oha. 3 Kills, aber das bringt überhaupt nichts. Weil die anderen war die leben immer noch. Wir müssen jetzt dead gehen.
Vidil. Janice as well with some. The chug splashes are here. Everything is Jo, on the Heidings. table. Wie heißt du? As long Nelio, as sorry. Mustache keeps pushing, there remains a chance, but with Janice and Grüß Vidil auch. Ja, doing what they ja, do grüß best, du auch. staying together Ich as habe a mir compact Fokus unit, gekauft, der ist ein it will zweiter Skin, ne? almost become impossible Aber at hat, a stage. Mustache, haben auch though, viele. is trying everything. Ist He nice. has his eyes set on Snazy. Has Fokus, to move up a Wetter, layer, though. keine Doesn't Ahnung. have what it takes. Needs the wood, needs more builds. Not working Also with ich much glaube, ich hab's, whatsoever. ja Just klar. gives him a bit of time to play Fokus with, ist but Wetter how Skin. much is time really worth to him right now? He needs the limbs and he needs them fast, and Ja, it's mehr not Search gonna ist dead, happen. mehr Search ist Mustache dead. is just down to such Weil, low das speed. ist die letzte Runde. Well, it's looking Ja. like it. Vadeal, He wasn't able Vidil to und Janis haben das FNCS gewonnen. Vidil erstes FNCS, was er gewinnt. Von 8 Stück, die er bisher schon gespielt hat. Noch immer was, ja. Digga, ich nenne den Vidil wegen Amabro. Wir nennen ihn alle so. Ja, ich weiß. Nur weil es für Spaß. Ah, okay. Hab ich gehört. Just their shotguns, but we know what they can do with them. Looking down now, there's opportunities there. There's players scuffed beneath them, but can they hit those shots? Oh, Snazy das, die Legende. Janis wird, ja gut, das interessiert halt eigentlich nicht mehr. Vadeal könnte jetzt einfach tanzen und einfach in der Zone sterben. Ja, es juckt nicht mehr, was er jetzt macht. Es ist egal, er hat das FNCS gewonnen. Was? Jetzt macht er noch einen Mongol-Clip, habe ich gehört. Hey, der holt aber noch einen Kill. Sorry. Was macht er doch? Maltreffen oder so. Ja, halt der Maul, der gibt ihnen noch einen Hit. Karma, der. Nein, Thomas. Oh mein Gott. Ja, Kiduo hat wieder gewonnen mit Joe 3. Oder auch nicht. Nee, Lucia ist auf Highground, hä? Thomas ist dead. Gut, Digga. Lucia gewinnt noch einfach. Thomas has gone down the storm. It is the 2 versus 2. High ground up above. Ja, die werden That gewinnen. advantageous position, but they have to make something happen down below. Yusri and Kiduo are in the mud. They're getting the materials, farming up what they can. They need to find an opening, an option to go up, take the engagement, take the battle, and this could be it. Was macht er? Goes down. Lucia now is separated. He's alone. The high ground has been retaken from Yusri, Kiduo. Oh mein Gott, nein! So does the Frizzy. Lucia! 1 versus 1. Ja! Lucia Lucia hat gewonnen. Lucia and the Frizzy will win Geil. Game 12, but the story we are all focused on right now is Janice and Vidil winning the tournament and in impressive fashion as well. So. Nice. Wollen wir restarten? Schließe hier mal hier. Oh, war die Allianz gewonnen, Alter. Paar Punkte Vorsprung. Fisi Vino 2, dritter. Messer Schmalibuka 2. Joey Andy. Micho Anders, Trevor und Thomas. Mixenator. Swag. Sadie Kaum. So weiter und so fort hier. Joe 3. Halt Hazen und Chapix haben gar nichts mehr geholt, Alter. Savage leider auch nichts mehr. Noirelli auch nicht. Das ist eigentlich echt schade. Warum können die immer so schnell abschießen und ich nicht? Das ist unfair. GG an die, mal gucken. Twitter ganz kurz gucken. Kann ich mir vorstellen, dass es da gerade abgeht. Ach du Scheiße, das ist der hier. Ich bereue es ja schon wieder auf Twitter gegangen zu sein. Warum? Keine Ahnung. War die halt... Ich weiß. Keine Ahnung. Ja, ich sag's einfach nur gerade einfach nicht. Ich folge ihn nicht mal. Geil, ich folge Vadeal nicht mal. Was ist jetzt?
Nice. Warum sind immer hier so wenige Menschen bei mir? Ich muss mal hier so lonely. Okay, das beruhigt doch jetzt schon wieder. Ja. Folge ich auch nicht. Ich folge den beiden nicht. Ja. Dreimal FNCS-Champion jetzt schon. Ach du Kacke. Wo haben wir das? Wir haben den Chat. Ich zeige es dir mal ganz kurz so. Ja, im Chat. Hab's gefunden, oha. Ja, hier. Da sieht man's. Ich fahre mit denen in der Runde. Wird jetzt BE gespielt? BE? Meinst Fortnite? Ich spiele jetzt Fortnite, ja. Man nennt das ja FN. Ja, aber nicht BE. Lass mich mal diese Runde noch zu Ende spielen. Geht schnell. Er hat ja gefragt, Geos hat ja gefragt, wer ist das? Warte mal. Muss ich kurz mal ein Bild raussuchen dann. Holy shit. Das muss sein, oder? Battle Royale, hab geschrieben, okay. Nee, Battle Royale zocke ich jetzt nicht, Bruder. Zock Creative Box jetzt gleich. Dann noch morgen Hype Cup. Ich bin dabei. Aber nur, er wird sich so nicht lesen, ich sag's dir. Machen wir das noch. Komm. So, dann würde ich jetzt sagen, haut rein, Leute. Killerchart ist morgen um 6 Uhr wieder bis 7:30 Uhr ungefähr. Haut rein.